Ey. Ah, ja, was soll man sagen? Suchmaske an. Ähm, Einfach Keeper, DLCs. Ich habe so dermaßen Bock auf das Spiel und ich denke mir, hey, streamst du einfach, ist doch wurscht. Mach ich ja. Und mehr gibt es nicht zu sagen. Ich hoffe, es geht allen gut. Und wir probieren mal ein bisschen rum einfach. Wir haben das Flüchtlingslager, das wir erweitern wollen, und wir haben die Taverne, die wir ausbauen wollen. Machen wir auch. Wo waren wir denn? Wir haben das Hexauge, wo wir die ganzen. Warte mal, jetzt ist es wieder weg. Das Priester-Medaillon. Hm, wir mussten einen Hora-Trick. Die Frau Anmut, die war da. Ach Mist. Die muss man quasi überzeugen, dass sie für uns auftritt. Alter, okay, wir haben ein bisschen was an Eisen. Ja, okay, Kohle haben wir auch ein bisschen was. Ähm. Und kurz mal da dabei rein. Oder haben wir da noch Platz irgendwo? Jetzt muss da rein. Würde ich sagen, oder? Dann jetzt Silber haben wir auch 2, 3, Gold haben wir ein bisschen was, das passt perfekt. Und die Vampirzähne, das weiß ich auch noch nicht. Was haben wir jetzt zu machen? Schauen wir doch einfach mal. Ich lasse mal kurz die Vorschau laufen. Einfach nur, dass ich mich selber höre. Ich lasse mal kurz die Vorschau laufen. Einfach nur, dass ich mich selber höre. Okay, ihr habt sich gerade doppelt gehört, aber es passt. Ich habe keine Achsen drauf auf der Stimme, perfekt. Das wollen wir. Das sind die Hauptquests, die haben wir da schon gemacht. Jetzt mal, das ist das Hauptspiel. Frage nach der mysteriösen Frau, bring Gary die. Ah, der Gary, Moment. Genau, hier ist der Inquisitor, den können wir fragen. Schlange hat aktuell nichts besonders. Frau Anmut. An Müller müssen wir anschauen. Wir gehen morgen, würde ich sagen. Da ist der Gary. Entschuldigung. Wegen der Vampirkönigin. Gary, hast du jemals eine Frau in einem schwarz-goldenen Mantel getroffen? Ganz schön lustig, dass ein Typ mit Gedächtnisverlust fragen. Hat die Zellen Gedächtnisverlust, also kennst du diese Vampirkönigin? Ja, ich habe da ein paar Sachen gehört. Um genau zu sein, war es der Spitzname der Ex-Frau des Leuchtturmwärters, wenn sie zu Hause Rollenspielchen gespielt haben. Gary, bitte hör auf mit den Witzen auf, das hier ist ernst. Du redest mit den falschen Typen. Es gibt für harte Fakten nur zwei zuverlässige Quellen. Gelangweilte Hausfrauen und Geister. Komm nicht in die Stadt, Gary. Dann komm morgen wieder. Ich werde mich mal mit den Geistern hier unterhalten, aber ich muss dir mitteilen, dass das Schädelmissbrauch ist. Ach, und was mit dem neuen Geruch? Sind das Nelken? Wie eklig. Mhm. Ich denke, dass es die wahrscheinlich findet, wo man dann spawnen alles. Ja, okay. Okay. Mit Gary haben wir geredet. Das nehmen wir mit. Und haben wir. Ah, da ist wieder Alkohol. Okay, passt. Perfekt. Würde eine machen. Komm. Wir haben so viel von dem Silberwein. Ich sag, machen wir noch ein bisschen Schnaps, oder? Ja, genau. Haben wir genau das ganze Zeug aufgebraucht. Haben wir Wasser nachgefüllt. Hier füllen wir noch ein bisschen die 6 Flaschen Schnaps nach. Das passt da. So, Gary haben wir geredet. Müller. Müller! Das sind quasi die zwei. Das ist Hauptquest, das ist DLC 1, das ist DLC 2. Alles klar. Okay, Lagerhaus. Ah, da zum Flüchtlingslager können wir auch hochfetzen.
Der räumt auf. Wir sagen, warten wir uns mal zum Flüchtlingslager. Minute 10. Wir brauchen. Moment, Burgfeste, Flüchtlingslager damals. Wie schaut es denn aus bei euch? Geht's euch gut? Ein Beet können wir machen. Bett, ja. Beet halt. Küchentisch können wir aktuell noch nicht. Neuer Flüchtling könnten wir uns. Machen wir neuer Flüchtling. Geht's umso schneller hoch. Jetzt können wir wahrscheinlich auch wieder ein Ding bauen, wieder ein neues Zelt. Eins müsste noch hinpassen, würde ich sagen. Genau, also hier müsste auf jeden Fall noch eins hinpassen. Denke ich. Kürbisse sind auch gut am Wachsen, das passt. Das Zeug ist eh voll anscheinend. Das Lager voll? Ja, eh, perfekt. So soll es sein. Gut, Müller. Müller. Die sind arm. 2, 4, 6, 8, 9. Ja gut, passt perfekt. Den Bienen geht's auch gut. Können wir hier noch was machen? Nö. Okay. Da rennen meine Zombies rum. Hi. Servus. So. Bis da rumstehen, so ein Maler. Ach, noch nicht. Ja. Entschuldigung, wieder an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir hier schon mal 7. Mach du mal bitte ein paar Kisten noch. Haben wir dann ziemlich viel. Machen wir 12 Goldkisten, genau, das passt. Leichen kriegen wir aktuell keine mehr, würde ich sagen. Genau, passt das leer. Dann gehen wir kurz zu Müller. Oh, Frau Müller! Bis das morgen, damit müssen wir auch noch quatschen. Irgendwie sind die alle deutlich älter, wie es ausschaut. Ach, da muss man untersuchen, genau. Ein Seil mit Schlinge. Oh, da ist ja ein Zettel. Leb wohl, grausame Welt, Adam. Adam hat wohl keinen passenden ausgefunden, armer Kerl. Was? Kuchen, jemand muss hier ein Picknick veranstaltet haben. Ist wohl schon länger her. Da ist der schon Schimmel. Ich wusste, dass heute ein guter Tag ist. Manni, komm nicht näher, sonst greife ich an. Ja, warum versteckst du dich da? Der Imker. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Bist du der Freund des Müllers? Nicht wirklich, wir machen nur Geschäfte. Gut, der Müller ist mein Erzfeind und ich bin hier, um seine finsteren Pläne aufzudecken. Schau, ich habe bereits einen verdächtigen Angelhaken gefunden. Er hat anscheinend nicht alle Tasten im Schrank, aber dieser Haken deutet auf den Leuchterwärter hin. Ach, da kommen wir raus. Ah. Okay. Wait. Was? Anderen, hast du was für mich? Hopfen, Samen, Gold, ja komm. Silber nehmen wir auch noch mit. Wir kaufen einfach die komplette, so wurscht. Haben aktuell genug, das passt. Da schauen wir beim Bauern auch kurz vorbei. Vielleicht gibt es jetzt auch Gold zusammen. Das wäre super. Da müssen wir das Zeug nicht da selber züchten, weil Traubensamen kriegen wir vom Händler. Gold auch, das ist kein Problem. Aber Dere. Wie schaut's denn aus? Nur Silber, gell? Egal. Aber Silber kaufen wir trotzdem. Na komm. Wenn es ja nicht viel sind.
Ja, passt. Jo, passt. Leuchtturm. Nutzen, Leuchtturm. Hi. Ah, da ist er gerade. Wo ist mein liebster Angelhaken? Wo bist du, mein Junge? Ja, zum Glück habe ich noch viele andere Lieblingshaken. Das muss ja sein. Du bist ein Dieb, gib dem Müller die Einladung zurück. Niemals erst der Betrüger. Die Witze, die er erzählt, das sind meine. Sie sollten mich einladen, nicht ihn. Da habe ich ihm, was? Da, dank ihm habe ich die Chance verpasst, ein berühmter Komiker zu werden. Und weißt du was? Ich könnte eine Comedy-Show in meiner Taverne organisieren und du kannst dort auftreten. Wirklich? Das würdest du für mich tun? Oh, mein Retter, lass mich dir einen Kuss geben. Nein, lieber nicht. Aber da musst du, was? Aber da muss es auch ein Schlagzeug geben, sonst funktionieren meine Witze nicht. Badadam. Was organisiert eine Show mit einem Schlagzeug in deiner Taverne? Okay. Ja, es könnte so einfach sein. Ach, da ist noch ein Ding. Eine Vergangenheitsnotiz. Ja, Vision. Eine unglaublich dicke Frau, die die eine Brechstange bei sich hat, sucht nach jemandem. Ihr Gesicht ist vor Wut rot angelaufen und sie schnauft vor Anstrengung. Der Leuchtturmwärter kehrt zum Leuchtturm zurück und singt ein lustiges Liedchen. Er trägt eine Angel und einen Eimer voller Fische bei sich. Er sieht die Frau und sie sieht ihn. Sie rennt auf ihn zu. Er wirft die Angel und den Eimer zu Boden und rennt zur Klippe und springt ins Meer. Was? Das Spiel ist so dermaßen durch und so geil. Nico, hi. Kuchen, Kuchen, Kuchen musst du mal versuchen. Ding dong, bing bong. Ich bin der Digo, bin ich der Digo. Okay, da hast du deinen Hanf. Sonst hast du nichts Neues. Das ist mit Taverne. Hm. Und Meisterlichkeit ganz gut dabei. 3 Sterne. Kriegen wir wieder ein paar Dinger haben wir schon. Schauen wir mal zum Gary. Ich gebe mal. Die falsche Reihenfolge von Artefakten kann den Weltuntergang herbeiführen. Also erster Dietrich quasi, okay, alles klar. Schade. Was können wir machen? Man kann mit Inquisitor reden. Eine Show organisieren mit Schlagzeug. Zum Gary können wir nochmal schauen. Reden wir mal mit. Was ist das? Ich kann hier auch kochen. Was? Alles klar, saugeil. Ah, dann wäre das wahrscheinlich für Essen. Die Zutaten, das wäre ganz. Ja, wir haben einen Zombie, der da nur rumrennt und Zeug reinräumt. Hat alles Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Aber er macht Zeug gut. Wieder der Zombie-Chan. Da ist er. 18%, okay, der hat ein gutes Tempo eigentlich. Schauen wir mal zum Händler kurz. Kriegen wir auch wieder Money? Money, Money, Money. Schlange geht, da kommt der nächste, der füllt die Kisten auf. Dürfte aber nicht mehr schaffen, oder? Ja genau, ich habe jetzt ein paar auf Reserve, das passt. Doppelt ein bisschen rum. 2, 4, 6, das passt perfekt, optimal. Wie schaut es bei euch aus? Ihr werkelt's noch, okay. Darf es bloß abreißen. Der macht noch, perfekt. Nö, da rein bitte. Und holt er den Schnaps die ganze Zeit raus? Sauft er dann selber? Ist auch noch gut dabei. Okay, perfekt. Da hinten noch für der Pinöpel.
machen wir wieder ein bisschen Bier selber. Einfach für zwischen. Ah, da haben wir das Link. Einfach für zwischendurch, ist egal. Gut, dann nehmen wir es mit irgendwie Sita, würde ich sagen. Und dann gehen wir mal in die Taverne und schauen, ob wir so ein Event organisieren können. Müssen wir mit Dingen reden, mit Jorik? Jorik, glaube ich, heißt der Geist, der in der Holzprobe drin ist. Ich glaube, Jorik, ja. Das. Ja, komm, Hanfseil. Da. Wieso habe ich Zwiebeln dabei? Jetzt habe ich Zwiebeln dabei. Habe ich die gekauft versehentlich? Okay, dich nicht. Die Zwiebeln haben wir schon. Gut, wird voll langsam. Das passt aber. Wir haben auch noch Arbeit, das passt auch. Der macht auch noch. Du machst mal bitte wieder 16 mal die Bretter. Was mit Nägel aus? Haben wir auch noch ein paar. Schmiere Nägel. Mal du bitte ein paar Nägel. Was wollen noch ein paar Scharniere? Ein paar bessere. Ach, machst du noch wieder normale, würde ich sagen. Perfekt. Wo kommt das Eisen hin? Wer glaubt mir das? Das ist bestimmt nur Zombie hin und her. Aber das gehen wir erst zum Steinbruch. Dann kriegen wir die Zeit herum. Was sind da aus? Da haben wir das Zeug drin, da haben wir nichts drin. Und noch Steine drin, sehr gut. Das Eisen du. Aber ist aktuell nichts, weil das passt. Du bringst nur Gold und Kohle. Da ist doch das einer drin. 2 Stück, 2 Steine. Der hat 3, okay. Also Tote, das ist also beide 8%. Ach scheiße, ist so blöd. Na egal. Es sind also 2, dann rennt der die ganze Zeit rum. Ach, die polierten Steine kann man eigentlich wegtun noch. Die haben wir oben eh nicht. Naja, solange der warten kann, passt's. Ich hol kurz zwei Dinge raus da. Gut. Eins legen wir da hin. Kann der wieder herschneiden. Andere nehmen wir uns mit. Benutzen zu Hause. Wo das hinkommt, weiß ich immer noch nicht. Also, die Dinger da werden auch langsam weniger. Aber nur hier oben. Triggere ich da mal irgendwas? Keine Ahnung. Der bringt den Wein rum. Also Zombies muss man den Überblick behalten, das ist echt krass. Genau, wie schaut es denn aus mit euch? Ihr kriegt ein paar Samen. Goldsamen haben wir jetzt gut auf jeden Fall. Trauben und Hopfensamen reicht auch wieder. Also Hopfensamen können wir auf jeden Fall wieder kaufen, Gold, ne? Allgemein goldene Samen können wir eigentlich immer mitnehmen, egal für was. Brauchen wir nicht dauernd selber vermehren. Zwar effektiv günstiger, aber ich will mir die ganze Story hier nochmal anschauen, komplett, wenn wir die ganzen einzelnen Gegenstände haben. Wie sieht da, wo bist du? Ah, da kommt er. Ja, ist der Edward. Ich werde auch, wenn alles durch ist,
kompletten DLCs nochmal das Portal aufmachen, weil das war eigentlich nur eine Sache. Wir haben es geschafft, es waren alle da. Jedes Portal quasi steht für einen eigenen Tag hier. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wir sind 7. Und dann kommen alle und die Frau von uns erscheint. Sind quasi wieder beisammen, aber wie war die Audienz? Furchtbar von diesen dunklen Organen wollte er nichts wissen. Er sagte, das beweist gar nichts. Was für Nahen, während wir hier rumsetzen, wird der Fluch noch stärker. Bald schon wird es zu spät sein, etwas dagegen zu unternehmen. Ich weiß, dass wir beide nicht immer einer Meinung sind. Aber ich möchte dich untertänigst um deine Hilfe bitten, okay? Im Namen der Familie, die ich verlor, lang ist es Sohn, bitte sag mir, ob dir irgendwas einfällt, das als Beweis von Hexenwerk verwendet werden kann. Oder von Untoten oder anderen Kultistenzeug. Wegen Lady Beatrice. Er weiß ja dann zum Schluss, er hilft uns ja dann auch. Hast du von Lady Beatrice gehört? Natürlich habe ich das. Ich habe in den letzten Jahren ständig von ihr gehört. Die anderen Ratsmitglieder sind verrückt nach ihr. Sie sagen, dass sie unser ganzer Stolz ist, die Zukunft der Inquisition. Klingt so, als würdest du sie nicht sonderlich mögen. Ihr Äußeres und ihr Lächeln können mich nicht betören. Ich sehe ihr wahres Ich. Und deine Weise flücht mich jedes Mal aufs Neue. Also was ist ihr wahres Ich? Das klingt frevlerisch, aber ich fürchte, ihr Glaube ist nicht so fest, wie er sein sollte, wie er sein muss. Okay. Oh. Warte mal, was ist das für ein seltsamer Geruch? Das ist eine lange Geschichte. Okay, wir haben nur noch ihr gefragt. Zum Gary können wir noch. Machen wir gleich. Und wir müssen jetzt zur Frau anmuten, würde ich sagen, oder? Gut, Versorgung mit Blut, das ist Dauerquest. Hol den uralten Dietrich von Müller. Ah, Gefangenenlager. Da müssen wir zwischendurch immer wieder hochschauen. Entschuldigung, Flüchtlingslager meine ich. Es dauert immer, bis sich die Miles da regenerieren. Lagerhaus. Kann man machen, ich würde erst das Ding für erst das Größeres machen. Ach Gott, wer ist denn das? Ich mache es kurz. Brauchst du Arbeit, Friedhofswärter? Nö. Kommt auf die Arbeit und die Bezahlung an. Gut, ich brauche einen Grabstein für einen meiner Bekannten. Aber meine Werkzeuge habe ich in die Stadt gelassen. Hast du ein anderes Werkzeug für mich? Ja, mein Beileid. Was ist denn mit deinen Bekannten passiert? Also in der Zeitung steht, dass ich ihn in unserer Hochzeitsnacht erwürgt habe. Aber das ist natürlich eine gemeine Lüge. So eine Lüge wie die Geschichte über das atemluftbedingte Ableben meiner vorherigen 3 Ehemänner. Es war eine Reihe von Unfällen. Du weißt ja bestimmt, wie das ist. Wilde Leidenschaft, Alkohol, Rollenspiel, besonderes Spielzeug. Was genau brauchst du von mir? Ich brauche 5 eiserne Meißel und 10 Holzkeile, okay? Gegenzug bekommst du einen heftigen Rabatt auf meine Waren. Aha. Was sind deine Waren? Warum sind Männer so schwach? Die meisten überleben nicht mal eine Woche mit mir. Das ist einfach nur Eisenmeißel, okay? Und kommt Papas Lagerhaus aus, ist wurscht. Na, okay. Nice. Sehr nice. Kochtisch müssen wir noch machen. Okay, also. Und was wollte die? NPC, wo waren der? Die. Bestatterin, achso. Eismeißel und Holzkeile, gut, die haben wir sogar. Beziehungsweise können wir schnell machen. Eismeißel. Mach die mal und die Holzkeile haben wir sogar. Mit teuren Holzkeile, die muss ich selber kaufen. Kein Holzhackplatz mehr da. Also ich mag keinen Hinbau, weil man nicht drehen kann. Wo pfeffert die rein? Da.
Also, es kann weitergehen. Die Goldkürbisse können auch weitergehen, würde ich sagen. Weizen brauchen wir aktuell auch immer. Was bei dem? Silberzwiebeln und Silberkürbis, ja, komm, warum nicht? Können es auch weitermachen. Die Silberkürbisse können es auch weitermachen. Können wir gut verkaufen, das Zeug. Weizen. Ja, komm. Weizen. Was für die Weizen haben wir ja? Okay. Gut, der hat's fertig, passt. Machen wir mal das kurz nebenbei noch. Moment, andere Kiste da. 1, 2, 3, 4, 5. Benutzen Flüchtlingslager. Hallo, Frau Nachbarin oder Frau Bestatterin. Wo sind die? Ah, da. Meißel. Keile. Toll, ich werde jetzt mit der Arbeit anfangen und hoffe, die Verwandten meines toten Ehemanns sind dann zufrieden. Ich habe mir nämlich schon ein paar Drohbriefe geschickt. Kannst du mir vielleicht noch eine Werkbank bauen, so dass ich effizient arbeiten kann? Was könnte ich? Ah, warte, was hat die? Ich verstehe, okay, da müssen wir es mal selber machen, das Zeug. Anleitung verbesserte Grabsteine, jawohl. Machen wir. Nutzen. Herstellen steinerne Grabumrandung 3, herstellen steinerne Grabumrandung 4, herstellen Grabstein 3. Ja, mega nice. Kriegen wir also immer noch neues Zeug von der? Oder von dem ganzen. Das war Theologie, gell? Das ist hier DLC-Zeug alles. Okay. Hier nicht? Hier auch nicht? Hier auch nicht? Hier auch nicht? Essen haben wir einiges, was wir noch machen können. Und hier auch noch. 20 Ladungen sogar an Zeug. Wow, okay. Also Werkbank ist neu, jetzt verbessern wir erstmal Lagerfeuer, würde ich sagen, und die Kochstelle nach und nach. Ja, gut, warum nicht eigentlich? Material haben wir schon reingelegt für das Zeug, also für die zwei Beete und die Kochstelle und die müsste mal alles da sein. Wo ist bei dir das Problem? Keine Samen mehr. Aber Kürbisse hat er schon 10 mehr rausgekriegt, okay. Wir brauchen nochmal 12 nutzen zu Hause. 12 silberne haben wir nicht mehr, okay. Wie schaut es denn samenmäßig aus? Kann man 24 abdrücken, würde ich sagen. Und da kann man auch 24 abdrücken. Da 2. Da kann man auch 24 abdrücken. Was so würde ich sagen, oder? Da haben wir eh genug. Mir 28, dann reichen sie ein paar Mal. Ja. Moment, ich muss niesen. Glaube ich. Ah.
Gary. Ich bin Gary Riemer. Gary. Wegen der Papierkönigin. Okay. Haben dir die Geister irgendwas erzählt? Na klar, ein Geist namens William hat ein paar Studenten besucht und ihnen erzählt, dass ihre Onkel ihre Väter getötet haben. Ja, das klingt überaus wichtig. Das war's. Fast wegen dem schwarz-goldenen Mantel. Sie haben sich an einen komischen Geisterkauz aus dem Dungeon erinnert. Er war nur einmal hier, irgendwann vor dem großen Knall. Er hat nach der gleichen Frau gesucht. Er hat ihm das Bein geklaut und wollte es nicht zurückgeben. Das ist besser als nichts. Also wo kann ich diesen komischen Kauz finden? Er hat gelispelt, also musste er vom 8. Stockwerk kommen. Gar nicht warum. Und wenn du willst, dass er auftaucht, brauchst du noch ein besonderes Amulett. Und wie bekomme ich das Amulett? Und du kannst dir eins basteln aus menschlichen Eingeweiden, etwas Wachs und, ach ja, dem Haar eines kommunistischen Esels. Hä? Okay, Esel, komm. Was Schmarrn, mein Gott, bin ich dämlich. Wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich hoch. Ach, fuck. Okay, passt. Inquisition, passt, Entschuldigung. Ich dachte, wir sind. Ich hab's versäumt. Dünger können wir noch machen. Nebenbei. Ui, Schnappes läuft da. Jetzt lass es aber drin, das Zeug, okay. Wer räumt's um? Da brauchen wir jetzt noch 24 Silberdünger und 48 Gold. I guess. Ich habe kein Dorf mehr, ernsthaft. Okay, Spitzendünger brauchen wir noch, Geschmacksverstärker brauchen wir noch 4 Stück. Was können wir mehr machen? Geschmacksverstärker, wo bist du? Da bist du. Machen wir mal 20, ist der Wurscht, oder? Ja, passt. Und du kannst noch 6 giftige. Moment, anders machen wir anders. Hat da genug. Du stellst noch die giftige Lösung her. Was haben wir noch braucht? Lebensextrakt. Kriegen wir das her? Oh ja, eh klar. Okay, passt. Okay. Die Asche weiß ich von meiner Rettung, das passt. Okay, Esel kommt. 8. Stockwerk. Amulett herzustellen. Was aus Bienenwachs und als Haar Bienenwachs. Was das dritte? Wir hatten es auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, Mist. Bienenwachs, Haar. Ach, Spann, Kohl sammeln wir uns, da bin ich. Ja, Gott, okay. Kohl war zu wenig. Okay.
Hast du was Neues für mich? Nee. Nicht jetzt, weil du umpackst. Was? Okay. Handeln. Bessere Grabsteine, ja, die haben wir gekriegt. Okay. Zu Hause. Edelsamen müssen wir heute kriegen, denke ich mal. Goldsamen wollten wir noch haben. Geben wir ihnen einfach mal den Stapel da, würde ich sagen. Gratensamen können wir uns auch haben. Was mit euch? Seid ihr schon wieder voll da? Nö. Ist Silber. Okay, Torf haben wir noch. Ach, Torf haben wir gebraucht, genau. Ich muss mal wieder Ding machen. Ja, genau, Torf. Langsam haben wir nämlich nichts mehr. Die habe ich noch da, um selber anzubauen, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt. Nehmen wir die mal 100 Meter runter wieder. Gut, es waren 30, 6, 48 waren es, also 50 Gold. Weiß ich dann? Wow, okay. Mit Weintrauben nehmen wir uns raus. Ah, komm. 33, okay. Was war das noch? Das war noch Bier, glaube ich, oder? Ja, genau. Pinöpel nehmen wir auch mit. Pinöpel. Besser machen. Dünger, also Spitzen. Wir brauchen mal 3. Gut, dann machen wir dem gerne noch, sagt er, einen Wachstumsbeschleuniger machen. Wo sind wir denn? Gerbstoff? Nee. Silber, Goldelixier. Kann eigentlich auch noch 2 machen. 4 machen. Silberelixier. An raushauen. Säure kann noch 2 machen. Lauge machen wir einmal 4. Kleber kann er 10 machen. Raumspray 2, Gerbstoff, aber Trank, Wuttrank, Verdauungstrank. Lufterfrischer. Einmal einen, schwarze Farbe, weiße Farbe. Kann ein paar machen. Dunkles Elixier machen wir einmal 04. Zombiesaft, wo ist, habe ich es übersehen? Ah, da, Wachstumsbeschleuniger. Mal auch 10. Golddünger. 48, 12, 4, das war 48, genau, brauchen wir auf jeden Fall. Dann 1, 2, 3, 4. Okay, können wir aktuell gar nicht so machen. Leiche, jetzt kommen wir schauen kurz zum Esel raus. 1. 2. Und 3. Der Torf kommt da rein. Das reicht. Da brauchen wir noch 2 Säcke. Müsste genau lange mit dem Torf normalerweise. Esel.
Ich muss da Haar auszupfen. Bist du noch da? Hey. Hey, warte mal kurz. Mal, das klingt jetzt etwas mehr, aber ich würde gerne ein Haar von dir kaufen. Ich wusste es. Ich wusste, dass keine Bekehrung nicht mehr als arglistige... Was? Ich wusste es. Ich wusste, dass deine Bekehrung nicht mehr als arglistige Täuschung war. Das verdammte Kapitalist kann der Versuchung mal wieder nicht widerstehen, einen ehrlichen Arbeiter nackig zu machen. Weißt du, was du bist? Du bist ein Volksfan. Schande über dich. Schande, Schande. Hör bitte auf, mich anzuspucken. Du hast mich missverstanden. Ich wollte dir Ehre erweisen. Ich werde dein Haar in einen Rahmen über mein Bett hängen. Das soll mich inspirieren, für meine Rechte zu kämpfen. Ein schöner Gedanke, Kamerad. Aha, das ist mir der Kamerad. Ich wünschte, alle wären so strebsam wie du. Hier lass mich selbst tun. Es wird ein ehrenhafter Schmerz sein. Hauruck? Aua, das war viel. Oh, da ist es ein Büschel. Tja, was war das letzte noch? Ich weiß nicht mehr. Uruk ist jetzt sehr nice. Okay, wow. Der hat gutes Zeug drin. Ach, Gedärme-Wands. Gedärme-Wands, genau, alles klar. Stimmt. In Reihen. Genau. Ja, komm. Mach mal einen leeren Sack. Apfelschädel, ja. Soll sich rentieren, oder? Na komm. Wer weiß, was wir brauchen. Gehen wir gleich wieder aus, passt da. Und Salz. Geht der, ich will jetzt etwas tauschen. Man kann quasi, dass sich seine Super-Zombies bauen, dann immer so nach und nach. Plus, jetzt haben wir richtig schlechte. 2 rote haben wir zur Genüge. Den Schädel haben wir schon raus. Den können wir reintun. Das Herz haben wir auch eins. Perfekt. Sammeln wir ein bisschen, dann machen wir uns irgendwann mal einen richtigen Super-Zombie. Ach, da ist der Kopf, mein Gott. Gerade keinen Platz mehr. Das Medaillon können wir uns bauen. Im 8. Stock, hat er gesagt, im Dungeon, okay. Mal Blut raus. Einmal Fett raus. Haut, mit arbeitest du schon mal hier. Heidnisches Amulett der Geister. Okay, gib. Das schaut richtig greislich aus. Ja, Gold, wem Spaß macht, ich meine, Amulett basteln und so, ja. Wie schaut es jetzt aus? Geben wir noch mal schon 2 Dünger? Ja, perfekt. Dann haben wir eigentlich alles, würde ich sagen. Dann können wir jetzt kurz zum Flüchtlingslager nochmal hoch. Mit den Ding haben wir raus. Den Schinken da. Dann machen wir vorher noch Kirche. Kriegen wir wieder Geld. Nicht, dass wir es bräuchten, aber hey. Was wir haben wir. Kann man Fleisch dann. Das Fleisch brauchen wir später bestimmt für Burger, für die Taverne, hundertprozentig. Alter, schaut das ekelhaft aus. Ugh.
Moment, ist eh noch nicht da, sortieren wir das Zeug noch weg. Nehmen wir mit, das kommt oben rein. Die kommen. Moment, können wir eigentlich auch noch kurz aussortieren. Hier müssen wir eine Taverne unbedingt. Moment, das ist falsch. Hier rein. 1, 2, 3. 24 sind es, gell? 48. Ja. Martin. Gut, danke. Jetzt haben wir auf dem Weg, sammeln wir das Zeug noch auf da unten. Und basteln mal wieder Neues hin. Neues. Dim, 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 dim. Aber die. Okay, bei dir ist nichts Neues, passt. In nomine Patri Spiritus Sancti, lasset uns beten. Hm. Sehr nice. Und Gold, jawohl. Also ich würde noch Bänke hinbauen, wenn ich könnte. Ja, mega geil. Okay. Also heute kriegen wir eh keine Leiche, weil Kirchentag. Da rein. Joi, passt, okay. Flüchtlingslager. Haberdere. Jetzt machen wir gleich das zweite Beet fertig. Können wir es gleich komplett aufwerten. Ja, da. Also sehr, sehr skeptisch. Meint das da mal. Ja, das kann man mal abbrechen. Verbessern bitte. Dann dich auf Silber. Was sind da? Wollte ich gar nicht. Okay, dich auf Silber. Dann auf Gold. Und dich auch auf Silber und dann auf Gold. Und dich auf Gold. Ja, heraus. Okay, sind wir 3, 4 mal Gold. Du baust bitte Kohl an. Wurscht 1000. Du baust bitte Karotten an. Ebenfalls 1000. Dann baust du bitte Linsen an. Wieso habe ich das nicht so selbstläufende Felder? Warum brauche ich Zombie dafür? Hier ist cool, gell? Genau. Hier haben wir nur die Silberkürbisse, die guten. Normal müssen wir das mehr Samen rauskriegen, wie sie eigentlich verbrauchen normalerweise. Er schiebt mich halt weg, mein Gott. Bleib ich durch. Gut. Die sind versorgt. Haben wir noch Wasser rein. Kostet mich eigentlich dauert, dass ich was raustue. Das kostet mich eigentlich Ausdauer. Verstehe ich nicht.
Gut, Wasser rein. Und ja, was zu saufen, das passt. Die Rüben kriegen es auch. Die Samen kriegen es noch. Dave, hi. Ich grüße dich. Geht Küchentisch, brauchen wir noch. Früchte brauchen wir auch noch. Und hier brauchen wir auch noch. Okay, das. Wir haben keine Bretter mehr. Brauchen wir noch 16 Bretter. Ach Gott, 16 normale Bretter, 10 gute und 16 Nägel. Weiß jetzt schon immer. Ich glaube 10 waren es, gell? Ach Gott. Und Dave, alles gut? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch schon. Na, schlafen müssen wir. Alles gut, die Woche frei und selbst. Ah, du hast die Woche frei. Ja, ich bin halt noch Quarantäne. Aber gestern wieder Ergebnis vom PCR-Test gekriegt, immer noch negativ. Und heute einen Schnelltest gemacht, immer noch negativ. Ja, also anscheinend kann man die englische Mutante auch nichts. Aber so passt, also ich muss sagen, das geht. Ich kann mich nicht beschweren. Wirklich nicht. Ja, ich sag mal, es wäre eigentlich besser gewesen, wenn ich es gehabt hätte. Ich hätte nichts gemerkt, das in dem Fall. Wäre genauso gut gewesen und ich hätte es hinter mir gehabt. Aber ja, natürlich ist gut. Hast du vollkommen recht. Das ist eigentlich blöd, was soll man sagen kann. Mein Dad ist, wie gesagt, noch positiv aktuell. Wenn es jetzt dumm läuft, dann stecke ich mich die letzten Tage jetzt trotzdem an und habe nochmal 14 Tage länger Quarantäne. Das hätte ich eigentlich gern verhindert. Wenn es richtig dumm läuft jetzt. Aber dann kann ich es auch nicht ändern. Ist leider so. Aber wenn du die Woche frei hast, wenn du magst, können wir die Tage mal wieder was zocken, eventuell. Ich habe dir eh schon geschrieben auf Steam. Aber ich glaube, du warst in online, habe ich gesehen. 10 von 10 haben wir auch noch 9. Gut, dann müssen wir warten. Dann würde ich sagen, gehen wir Dungeon. Ah, 10, okay. Also, typischen Dinger, typischen Verdächtigen würde ich mal sagen. Ich bin für Overwatch zum haben, ich bin für Phasmo zum haben, ich bin für... Ja, Among Us wird ein bisschen schwerer, denke ich mal, da brauchen wir dann wieder mehr Leute. Aber wäre auch zum haben, wenn es wirklich wäre. Ich bin für... Ja, eigentlich für alle Schandtaten, sage ich jetzt mal. Für alle Schandtaten bereit. Beste Mittelland. Was will mit dem Zeug? Ja gut, mal schauen. Das ist... Bin ich gerne dabei. Also ich habe ja Ark nicht vergessen, also... Ist noch im Hinterkopf. War bloß jetzt aktuell halt immer ziemlich viel los. Dann gut, Valheim ist es offiziell beendet worden. Das haben wir jetzt gesagt, das lassen wir soweit, weil... Also zumindest im Stream, es ist, die Luft ist aktuell raus. Es ist sehr, 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 sehr langwierig ab einer bestimmten Zeit. Man ist nur noch am Grinden, würde ich mal sagen. Und wirklich lange Zeit. Trotz Mod, dass wir porten können.
Und das ist halt schon sehr schade. Weil ich sag mal, ich hätte es vielleicht noch ein bisschen weitergespielt tatsächlich, aber halt einfach dann ohne Boss machen, einfach nur ein bisschen bauen und so ein bisschen rumrennen. Vielleicht mache ich es ja noch, der Server läuft da noch. Mal schauen. Von dem her habe ich jetzt auch gerne wieder Zeit für anderes Projekte, was das Thema angeht. Können wir gerne mal schauen. Okay, aber 8. DBD haben wir auch noch, genau. Das habe ich vergessen. Auch jederzeit dabei. Ich weiß schon. Arga. Was muss ich mit dem Ding machen? Da ist er. Nicht, dass mich mein uneingeladener, was nicht, dass mich ein uneingeladener Gast stört, aber warum hast du dieses Ding hergebracht? Hallo, ach, du meinst das Amulett, als das ist zum Anlocken von Geistern und Amulett, also ich sehe da nur eine widerliche Mixtur aus Wachshahn und menschlichem Fleisch. Ist auch. Wenn ich noch am Leben wäre, würde ich dich jetzt auslachen, aber Emotionen sind mir nun fremd. Also wechseln wir doch das Thema. Ich brauche deine Hilfe. Jemand zu helfen würde meiner Philosophie des fortgeschrittenen Ignorierens widersprechen. Um es auf den Punkt zu bringen, mir ist alles egal und ich mag niemanden. Ich könnte dein Bein zu dir zurückbringen, wenn du mir hilfst. Das glaube ich dir nicht. Du kannst dir gar nicht meinen nicht vorhandenen schmerzhaften Schmerz vorstellen. Wie halt jemand mit 2 Beinen und falls du mich nicht gehört hast, mir ist alles egal. Was für ein komischer Typ, aber ich kenne noch einen Einbeinigen, der helfen könnte. Shepard. Kann ich nicht, okay. Okay, das Amulett ist ekelhaft. Wir müssen eh zur Frau Armut, passt perfekt. Hi du, wir haben, dass du bei mir auftrittst. Hallo Süße, wie kann ich dir behilflich sein? Wegen dem Singen in deiner Taverne. Tut mir leid, mein Liebster, aber ich kann meine Zeit nicht mit Geplapper verplempern. Bitte versteh, dass mein Einkommen von der Anzahl meiner Lieder abhängig ist. Darüber wollte ich mit dir reden. Kann ich dich anheuern, auch in meiner Taverne zu singen? Und ich könnte dann auch was frei haben. Das kostet dich dann 20 Silber für die erste Show. Wenn alles gut läuft, trete ich dann später für umsonst auf. Ja, gib, weil ich liebste, meine Stimme ist wertvoller, als du dir vorstellen kannst. Okay, dann zum Gretzwald. Machen wir alles nebenbei. Und zum Shepard müssen wir noch. Der ist da oben. Servus. Gretzwald Frau Amut hat zugestimmt. Das habe ich mir schon gedacht. Horadrick regt sich furchtbar auf, weil schöner Wandel. Also hier ist mein Dolch. Ich habe übrigens noch einen anderen Dolch, aber den habe ich verloren. Er ist wirklich wertvoll. Vielleicht findest du ihn ja im Wald. Okay. Kann ich für dir jetzt irgendwas mehr kaufen? Auch nicht. Also im Wald kriegen wir noch was. Okay, dann schauen wir da noch hin. Und Event müssen wir eh noch organisieren in unserer Taverne. Da ist alles tutti. Shepard. Da drüben ist er nochmal, genau. Wieso kann ich eigentlich keine Kühe haben? Mit dem Hilfe, mit dem Geist. Ich brauche Hilfe, das hat mit der Vampirkönigin von dir, was von der du mir erzählt hast, zu tun und ist das Böse denn schon so neu? Ich verstehe. Rosa, Rosa. Was? Mein süßes Streifenhörnchen, was ist denn los? Streifenhörnchen. Zur Zeit einen Kampf zu ziehen, mein Liebste, vielleicht ist das meine letzte Schlacht. Bereite meine Ausrüstung vor, ich bete für mich und bete für mich. Warte, ich glaube, du. Oh, wie heißt das, dass du zu spät zum Essen kommen wirst? Das heißt, dass ich im Kampf fallen könnte. Der Feind, dem ich heute entgegentrete, ist größer als jeder andere zuvor. Oh nein, verlass mich nicht. Was soll ich denn nur alleine machen und was werden die Nachbarn denken? Es ist meine heilige Pflicht, mein Liebste, auf geht's, Wärter, sterben wir wie Helden.
Bleib hinter mir, ich könnte jeden Moment zuschlagen. Sie könnten jeden Moment zuschlagen. Hör mal, lass es mich dir zum dritten Mal erklären. Es ist nur ein harmloser Geist und wir müssen ihn nur überreden, sodass er uns hilft. Das wahre Böse erscheint oft in harmloser Gestalt und es liebt es, sich abzulenken. Wie viele Leute kommen mich noch besuchen? Dabei will ich doch gar keine Besucher. Schau mal her, Shepard hat nur ein Bein, vertraust du uns jetzt? Kommt darauf an, wie er sein Bein verloren hat. Also ich und zwei andere tapfere Kerle vom Orden haben zwei Geister gejagt. Geister gejagt? Er macht nur Spaß, sein Bein sowie seine Hand und sein Auge wurden von einer Unbekannten geraubt. Was sagst du? Deswegen versteht er deinen nicht vorhandenen, aber schmerzhaften Schmerz. Und jetzt hilf uns. Erzähl mir alles, was du über die Frau, die dein Bein raubte, weißt. Sie war sehr stolz und herrisch. Ihre Stimme schallte wie Donner. Sie benutzte uralte Worte. Ich habe Leute schon seit vielen hundert Jahren nicht mehr so sprechen gehört. Und sie sagte, dass ich mein Bein jederzeit von einem Ort namens Nebliger Morast zurückholen kann. Bitte rettet mein Bein von diesem Ort, ich flehe euch an. Aber wie ich bereits sagte, ist mir das eigentlich alles egal. Nebliger Morast, okay. Ich weiß nicht, wo sich dieser neblige Morast befindet, aber ich habe schon einmal davon gehört. Vor ungefähr 30 Jahren fand ein berühmter Forscher von der Universität Marquis Theodoros Senior dort ein Buch. Könnte es der Vater von Marquis Theodoro Junior sein? Wahrscheinlich. Es war ein böses Buch voller dunkler Magie, sie nannten es das Necronomicon. Ah. Marquis las es und irgendwann machte das Buch ihn und seine Frau wahnsinnig. Ich war am Expeditionsplatz an dem Tag, als die Inquisitoren die beiden zum Feuer brachten. Sie brüllten wie wilde Tiere, versuchten ihre Wärter zu beißen und riefen Dinge über den uralten Fluch. Jesus? Meine Inquisition sagt mir, dass es hier keine Vampirkönigin gibt, also muss sie sich auf einem anderen Stockwerk befinden. Eine traurige Geschichte, aber sie enthielt einen Hinweis. Marquis Theodoro könnte wissen, wo ich den nebligen Morast finden kann. Oder ich könnte Kloster fragen, sie wohnt schon seit vielen Jahren in Sümpfen. Machen wir beides. Machen wir doch beides. Erstmal Lager. Hi. Wegen dem nebligen Morast. Marquis, das ist vermutlich kein angenehmes Thema für dich, aber ich möchte dich bitten, mir den Weg zum nebligen Morast zu zeigen. Marquis? Was willst du an diesem Ort? Das ist ein Geheimnis, Marquis, aber es wäre mir eine große Hilfe. Der Morast ist niemandem eine Hilfe, er kann nur zerstören. Es gibt keinen Ort, der böse und furchterregender ist. Es ist, als würde man einen Ghoul um Hilfe bitten. Kommt drauf an. Was kommt drauf? Fun. Wie man es angeht. Außerdem gibt es keine Ghule. Übung kann zu einem langsamen, qualvollen Tod führen, Wärter. Aber wenn du darauf bestehst, können wir darüber reden, nachdem du deinen Teil unserer Abmachung erfüllt hast. Lagerfeuer verbessern. Können wir noch nicht mehr so lange warten. Müssen wir noch warten. Okay, die kocht dann nebenbei. Ah, voll geil. Ah, im Wald wollen wir noch. Aber wir sind nicht da. Wir sind eh im Wald. Wir sind ja eh im Wald. Suchen wir den zweiten Dolch noch. Sollte mal ziemlich offensichtlich rumliegen. Ach Gott, Leiche kommt schon wieder. Leichan. Zombo kommt da. Wir rufen Zombo. Zombo, gleich wieder kommen. Wir rufen ihn. Er ist nicht sehr affin. Dolch. Bitte da irgendwo. Das ist Steinbruch, okay.
Ja, nice, weiß ich. Die machen ja aber gut, das passt da. Liegt ja wahrscheinlich wieder mitten irgendwo am Weg, wenn man hingeht, oder? Garantiert. Hm. Ja, vielleicht erwischen wir Klose noch. Aber, glaube ich, ist schon zu spät. Nee, da ist noch. Perfekt. Servus. Hi. Wegen dem nebligen Morast. Großer weißt du zufällig, wo ich den nebligen Morast finden kann. Nebliger Morast. Oh, ich flehe dich an, geh nicht dorthin. Geh dort nicht hin. Das Herz der Sümpfe in Dunkelheit gehüllt und voller Leid, er wird dich verschlingen. Dunkle Rituale haben dunkle Rituale haben dieses uralte Land entehrt. Keine Schönheit mehr, keine Reinheit, kein Frieden. Wie eine unschuldige Seele, die sich in einem Netz voller Laster verstrickt, wie ein zerbrechlicher Schmetterling, der als gefährlicher Parasit wiedergeboren wird. Sag mir, was fühlst du seinen Schmerz? Sag es mir. Glotho, was? Glotho? Glotho? Sie ist nicht sie selbst, was soll ich nur tun? Ein Dämon mit verrottetem Flügeln verfolgt dich, er flüstert deinen Namen im Dunkeln. Er verlangt nach einem Blutopfer immer wieder. Glotho? Sieh mich an, uralter Gott, sieh mich an und schluchze, auch wenn mir deine Tränen egal sind. Glotho! Hauswärter, was für eine neue Überraschung, du kommst mich so selten besuchen. Wie kann diese alte Dame dir helfen? Sie erinnert sich an nichts, aber meine Güte, was war das? Weißt du was, ich komme einfach später wieder. Ja, okay, ciao. Dann rennen wir jetzt den Weg noch einmal ab. I guess. Wir brauchen erst den Dietrich von Müller noch. Da ist eine Angestellte. Darum vielleicht? Nee. Nö. Da auch nicht, schaut jetzt mir nicht so aus. Mittig vielleicht? Und da ist auch nix. Ah, es pisst. Na komm. Lädt mir mal vorbei. Was ging? Nö. Nee, ich dachte, mir ging was gerannt. Küche ist wirklich nur Lager. Haben wir die Aufgabe gekriegt? Bei ihm? Offiziell wirklich ganz regulär? Ich werde es wohl wissen. Da. Suche im nördlichen Wald nach dem Dolch. Ja, genau. Wir sind im nördlichen Wald. Oder? Hier. Eigentlich ist es gar nicht so groß, wie es ausschaut. Schon wieder irgendwer gefunden.
Ernsthaft. Naja, das läuft. Ist egal. Oh, nice. Gemüseeintopf, Gemüsesalat. Wow, die kochte wirklich. Aber schon fast die 9. Oh Gott, nice. Dann machen wir, was machen wir als erstes? Ich kann noch nichts bauen. Darf man was rausnehmen, glaube ich, aber. Du, hey. Aber ich habe die Kochstelle. Ich habe die Kochstelle. Hallo? Hi, hallo? Ähm, aber. Es ist, als wäre ich nur noch ein halber Mensch. Ich habe nur noch 12 verschiedene Gewürzmischungen. Ich halte das nicht aus. Ich habe die Küche verbessert. Ich hoffe, jetzt kommen Sie deinen Vorstellungen ein wenig näher. Oh, ganz bestimmt, mein lieber Werther. Du bist wunderbar, aber es gibt ja noch eine Sache, die zwischen mir und dem totalen Glück steht. Es gibt nichts, was unser hartes Leben ein wenig süßer macht. Da kann ich Honig empfehlen. Ich könnte dir sogar ein paar Bienenstöcke bauen. Oh, großartig, wenn du das tun könntest, dann teile ich ein paar kulinarische Geheimnisse mit dir. Klingt super. Kommen die hin da? Brauche wieder Bienen. Ich habe keine Bienen. Spiel. Naja, suchen wir mal Dolch nebenbei. Hm. Haben wir schon wieder eine? Also vielleicht kriegen wir so ein paar welche. Wir haben unten aber Bienenstöcke für uns, da kriegen wir bestimmt auch welche raus. Und da rechts gleich war noch einer, oder? Dachte ich mir. Nö. Mit einer Dolch, das gibt's ja gar nicht. Viertel. Da war ich unten. Hallo Dolch? Wenn. Gut, ich muss aber so noch suchen, ich muss noch nicht finden. Das ist ein Sumpf, okay. Das ist halt Steinbruch schon wieder. Das ist ja alles mir da um. Also richtig dolchig schaut es nicht aus. Das ist der nördliche Wald, oder? Genau dort komplett. Wald beim Fluss, da waren wir ja komplett überall. Wald, aber da auch. Na gut, dann schauen wir mal da hoch. Aber da glaube ich auch gerade waren. Da ist noch Bienenstock, oder waren wir da gerade dran? Ah, da waren wir gerade dran, okay. Jardin. Ah, in unserem Leichenhaus schimmelt noch Leiche, was ich merke ich gerade. Und das hier. Vielleicht wegen dieser Skulptur, wegen der Abdruck. Schaut aus wie so ein komischer Meier. Hier der Kopf. Komische, da ist ein Gesicht so geil, zur Statue drauf.
Meier oder Imker. Imker, Bienen. Ähm, Verschnitt schaut irgendwie schon so aus. Im Lager liegt der nicht, oder? Alter, haben echt einiges zu fressen drin langsam. Okay, passt. Ja, ich würde sagen, da schauen wir jetzt nicht mehr. Den finden wir zufälligerweise irgendwann mal. Ei. Können wir schon nichts mehr tun. Hin zu Imber. Nö, also ich finde da nichts. Hm. Geht immer noch nicht. Muss genießen. Doch nicht. Okay, wir kriegen Honig raus wie Sau und Wachs wie Sau. Da ist noch drei Bienen, geil. Sehr, sehr nice, okay. Das heißt einfach für uns was holen, nochmal zwei Bienen. Und nochmal eine Biene. Wenn wir den ganzen Honig ehrlich machen. Benutzen zu Hause. Nee, warte mal. Am Gabi Keller haben wir, glaube ich, auch noch Bienen. Wir kennen ja die berüchtigte Kellerbiene. Sehr hinterhältig. Okay, das kann rein. Das kann rein. Ich lege jetzt das Armband einfach damit rein. Das Artefakt wird schon passen. Haben wir noch Bienen? Nee, schaut nicht so aus. Ich sammle das Vampirkiefer damit rein. Oder, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Zeug noch, ich glaube nicht, dass wir das noch brauchen. Gary, weißt du was Neues? Bitte mal weiter fertigen. Ah, sehr nice. Gibt es was Neues? Wegen dem Geist. Ich glaube, ich brauche das nicht mehr. Ich lege es mal weg. Na, Martin. Ja. Gell, du hast mich verarscht. Das will ich nicht widersprechen, aber wovon genau redest du? Vom Amulett der Geisterbeschwörung. Der Geist hat mich ausgelacht. Welches Amulett? Ich weiß. Warte, hast du etwa. Ach, wer hat echt jetzt? Du hast das Müll echt geglaubt, ist doch nicht wahr. Du hast mich hereingelegt. Ich habe mich vor diesem Geist halt zum Vollidioten gemacht. Warte mal, er ist doch erschienen, oder? Dann hat das Amulett auch funktioniert. Er ist erschienen, um mich auszulachen. Er ist erschienen, drauf kommt jetzt auch an. Okay. Jetzt brauchen wir es mal. Annette Bienen. Du warst da rein. Ja, 80% ist nicht mehr so nice, die Leiche wahrscheinlich. Schimmelfröhlich vor sich hin. Naja, komm. Dunkles Herz. Schön ist ja nice, okay. Die können wir bleiben. Ja, keine Ahnung.
Blut brauchen wir immer. Ja, da bin ich mal wieder, würde ich sagen. Raus, was wir brauchen können. Oder vielleicht irgendwann mal brauchen können. Eigentlich ist es wurscht. Braucht man komplett aus. Ein bisschen angeschimmelt ist er eh schon. Ja. Kommt es da rein? Braucht halt mehr Platz. Sammelett, tue ich das nochmal raus. Gefällt mir da drin nicht. Das mag ich da nicht haben. Ach Gott, komm. Das Ding raus. Aber Leichen kriegen wir jetzt aktuell noch keine mehr. Also von dem haben wir jetzt wieder mal Zeit der Ruhe. 6 Bienen. Ja, läuft aber nicht. Amulett mal da rein. Ochen kommt da rein. Dann warten wir uns zum Schädel. Wie schaut's denn aus? Erzähl mir noch einmal vom Ruf und Events. Die Rufleiste füllt sich mit jedem Tropfen Alkohol, den du verkaufst. Sind voll. Wenn die Leiste komplett füllst, erhältst du einen Rufstern. Ganz einfach, wir brauchen Rufsterne, um Events in Taverne zu veranstalten. Oder sollten wir Events veranstalten wollen? Weil es Spaß macht. Events sind am besten geeignet, Leute zu unterhalten und Geld zu verdienen. Ein gutes Event bringt mehr Geld rein als ein paar Wochen ohne Events. Außerdem kannst du viel Essen und Alkohol bei einem Event verkaufen. Erzähl mir mehr über Essen. Das Essen muss zum Event passen. Du kannst natürlich auch unpassendes Essen verkaufen, aber es darf nicht zu teuer sein und sogar dann kaufen die Leute nicht viel davon. Aber wie kann ich ein Event starten? Das ist einfach, du brauchst Rufsterne, Werbeflugblätter und ein bisschen Vertrauen in deine Fähigkeiten. Danke, Erik, bis später. Okay, Werbeflugblätter. Ah, da. Friedhofsfest. Stand-up-Comedian. Ah, okay, okay, okay. Ich glaube, brauchen wir auch noch. Den Comedian braucht 10 Flugblätter und 5 Glaube. Okay. Kriegen wir hin. Okay. Machen wir es, Dietrich. 10 Flugblätter und 5 Glaube. Hammer. Ist kein Problem. Entschuldigung. Raus hab versehentlich. Händler war da. Wir holen uns das Geld. Zehn Flugblätter und 5 Glaube, okay. Nehmen wir mal ein bisschen was mit, würde ich sagen. Das können wir auch gleich auffüllen da. Die Zombies nehmen zwar von den Paletten runter, aber nicht von den, nicht vom Boden. Der Boden ist dreckig, der langen Zombies nicht an. Das mögen sie nicht. Das mögen keinen Boden. Boden ist Lava für Zombies. So, okay, die machen auch noch. Perfekt. Flugblätter. Und Glaubi. Glaubi haben wir da einen. 31 ist wurscht. Oder 50. Und Flugblätter. Wie schaut's denn aus mit euch? Am 50. Wie schaut's aus mit Tinte? Haben wir noch Tinte? Haben wir keine mehr. Dann machen wir halt bitte wieder Tinte. Tinte? Ah, muss ich selber machen anscheinend, oder? Oder kann der die machen?
Kannst du Tinte machen? Nö. Ach, alles muss man selber machen in dem Spiel. Echt schlimm. Tinte. Okay, 15 ist vielleicht ein bisschen viel. Ah. Okay, passt. Das deckt sich. Perfekt. Flugblätter haben wir. Dann brauchen wir uns zum Schädel, würde ich sagen. Kann es da einen Jorik geben? Kann ich. Kann ich. Dann machen wir doch mal Stand-Up-Comedian, oder? Was für Essen passt zu Stand-Up-Comedian? Also, das machen wir jetzt einmal. Meine Frau hat sich von mir getrennt, weil ich nach Fisch stinke. Aber ist das wirklich meine Schuld? Fische waschen sich den ganzen Tag und die stinken immer noch nach Fisch. Ernsthaft. Der Vaterfisch hat einfach kein Glück. Entschuldigung. Gestern hat sein Wurm seinen 10. Geburtstag gefeiert. Alle meine Fischeausflüge sind erfolgreich. Erfolgreich für die Fische. Es tut so weh. Die Schmerzen. Also episch, Mann. Schau, sie warten alle auf mein Autogramm. Ich nehme die Einladung. Haha, die Chance ist sowieso besser als die in der Stadt. Okay. Und sie, Taverne braucht unbedingt eine Empfangsperson. Stell einfach eine vor dein Gebäude und schau zu, wie Horik grün verneint wird. Okay, Jorik, ein Zombie-Empfangsperson vor die Taverne. Okay, machen wir. Zu Hause. Wir haben da 2, 3 übrig, so ist er nicht. Egal, machen wir sogar einen neuen, ha? Für den Fall. Oh ja, doch. Gibt's einen neuen. Gleiche wollten wir auch noch verbrennen, glaube ich, oder? Da war doch was. Sieht keiner mehr. Tschüss. Was haben wir denn Gutes? Im Regal. Komm. 12er Zombie. Bis 30 haben wir da? Ja, perfekt. Das ist sehr gut dafür, dass das eigentlich nur rumsteht, aber. Redender Schädel. Schaut jetzt anders aus? Ach, Bar. Mit einem Hut drauf, ja, mega nice. Ist das blöd? Unsere Savannah hat die beste Empfangsperson der Welt und er ist untot, genau wie du. Exzellente Wahl, die unten sind wirklich die zuverlässigsten Helfer. Nice. Okay, das Zeug wird nicht wirklich weniger. Und also extrem gut nach mit. Ah, perfekt. So nice.
Müller ist nicht mehr da. Wahrscheinlich. Bringt Metalle in den Dolch, okay. Kaufmann, Episkop, die haben wir alle weg. Für sie können wir das Ding planen. Lagerfeuer brauchen wir noch. Können wir zum Ding hinporten kurz. Blut ist klar. Werkbank ist klar. Bienenstöcke ist klar. Okay. Also eigentlich alles Flüchtlingslager, sage ich jetzt mal. Dann porten wir uns da kurz hin. Können wir schon wieder was machen, glaube ich. Dann machen wir noch mal das Lager. Ein Lagerfeuer geht noch nicht. Also 4 Bretter. Ich weiß nicht, wie viel das bauen können von den Bienenstöcken. Hier hätten wir sogar schon 10. Lagerfeuer, was bringt uns das Lagerfeuer? 2. Das geht hoch, dann wird wahrscheinlich der nächste Punkt vollseitig einmal. Sagt uns eher nicht was Neues, da Alerich. Aber warte, keine Dankbarkeit, sei einfach froh, dass sie dich nicht steinigen. Er mag doch kein Blut nicht. Ich weiß nicht, wie viel wir bringen müssen. Voll? Oh ja, mega nice. Okay. Lager steht auf Anschlag, passt perfekt. Kann man mir immer noch was holen, wenn wir was brauchen. Gut, Dolch finden wir nicht, aber da haben wir noch einen Bienenstock. Den grabbeln wir kurz ab. Kriegen wir noch eine Biene. Ja, kriegen wir perfekt. Warum war auch noch einer? Finden wir zufälligerweise einen Dolch irgendwo rumliegen. Eventuell. Ja, da ist nichts drin. Mag wer Honig, ich hätte, ne? Bei den Bienenstöcken keine Kiste, ne? Das ist so nervig irgendwie. Das wäre so geil. Hm. Ich sehe hier keinen Dolch. Der Säbel steht doch gut her, das passt, ja, perfekt. Silber jetzt mal, was bringt jetzt der wieder weg? Wahrscheinlich Kohle, denke ich mal, oder? Ja, bestimmt hat wieder Kohle. Ja, sicher hat er wieder Kohle gebracht. Ja, der Dolch ist mir ein Mysterium, muss ich ganz ehrlich sagen, wo das sein könnte. Zu Hause. Ja, schau halt also Müller. Moment, da brennen wir kurz wieder rein. Ein bisschen unterkennten, ein bisschen Hitzen reinbringen. 72. Die können wir auch mitnehmen. Jägermineral tun wir raus. Weißer Stab brauchen wir da, Öl brauchen wir da. Öl und weißer Stab mal raus. Obwohl die Rollen passen, würde ich sagen. Das ist drüben so eine Werkzeugkiste, würde ich sagen. Die Vergattung auch runter. Okay, Schleif steht nochmal da rein, das passt, okay. Und den restlichen Zeug rund. Einladung zur Comedy Show. Ach, das ist für den Ding, für den Müller.
Gut, rein, rein. Das Auge behalten wir mal. Aber was haben wir es da drin? Comedy Show, lassen wir da. Da noch rein. Honig tun wir da mal wieder raus. Du machst mal bitte noch was, nämlich so komisch Pulvergeil brauchen, oder? Genau, passt. Ich renne schon wieder von A nach B die ganze Zeit. Alles vorbereiten, aber irgendwie wird nichts wirklich fertig. Aber jetzt. Ja, mit. Fahren wir wieder hin. Leiche kommt jetzt aktuell eh keine mehr. Dann porten wir uns da, zum toten Pferd. Dann verkaufen wir eben die 2 Lizenzen da. Und ich können wir ihn keiner verkaufen, schade. Doch, das geht. Können wir den Imkerhonig verkaufen? Wenn wir gerade da sind. Nö. Bienen können wir kaufen für ihn. Haben wir ein paar. Gut, so zum Müller. Servus. Ist langweilig, wenn nichts zu tun. Gib ihm die Einladung. Oh, wunderbar, du hast es geschafft. Ja, hier ist deine Einladung und viel Glück in der Stadt. Weißt du was? Ich habe mich umentschieden. Die Wettkämpfe in der Stadt sind immer so langweilig. Die Preise gehen an denjenigen, der mit dem tiefsten tauschen. Also brauche ich diese Einladung nicht mehr. Nun, dies überrascht mich. Erlaub mir in deiner Comedy-Show auftreten. Die ist toll und die Dietriche gehören dir. Also, willkommen. Spiel, du machst mich dick. Aber jetzt haben wir die nächsten 3 Gegenstände. Perfekt. Du hast das. Genau, du hast die Flugblätter, passt. Okay. Gary. Hiebe den uralten Dietrich. Okay. Unser Müller ist also ein Dieb. Wirklich? Natürlich nicht seine lange Geschichte. Vergangenheit. Opferkumpel, wir müssten ihm nicht einmal wehtun. Was war's? War zur Hölle Gretzwald. Stimmt, Lucius, hast du die Schlüssel alle 6? Oh ja, Horadrick hat sich verhalten wie ein Profi. Er hat seinen Vater gefesselt und dann das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Stimmt's, Bro? Jofi wartet auf uns, beeilen wir uns lieber. Das ist der Jofi. So hat es früher mal ausgeschaut. Schaut schon mega nice aus. Wo hast du Geschichten? Lucius? 2 Legionäre sind nicht mit einem alten, schwachen Mann fertig geworden. Fangen wir an. Erhöre unser Bittenportal. Wir wollen den uralten Gott, seine Gesetze, Gebete und all das andere Zeug loswerden. Außerdem wollen wir lernen, wie man Häuser baut, Kleidung näht und Essen anbaut. Und geben uns außerdem noch die Macht, dass wir andere dazu zwingen können, das alles für uns zu tun. Was, Lucius, warum? Ich grüße euch, meine Kinder, du alte Gott.
Was, wer zur Hölle bist du? Ich bin derjenige, der euren Geist erweckt und verwandelt. Ich werde euch die Fähigkeiten gewähren, die euch stark und produktiv machen. Ich bin der Meister. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das klingt nach epischem Versagen. Wer ist denn er? Der Wärter hat seine Maschine auf diesem Hügel errichtet. Anscheinend war er wirklich schlau. Er war genial, weißt du, irgendwie tut er mir leid. Stell dir nur vor, dass er die Maschine an seinem letzten Arbeitstag benutzt hat. Und irgendwas lief schief. Das Resultat befindet sich direkt vor dir. Traurig weiter im Programm. Bringst du Medaille? Hier ist die Medaille. Digo hat sie gegen Alkohol eingetauscht. Alkohol hättest du mir bringen müssen. Komm schon, Mann, wie konntest du nur? Drei Jahre später. Eine Ewigkeit später. Und zu guter Letzt, warum fällt der Himmel nicht auf die Erde herab? Nach dem uralten Gott natürlich. Und euer Meister kann es nicht einmal regnen lassen. Der alte Digus hat recht. Der Meister heilt nicht einmal die Blinden. Was sollen wir tun, Digus? Kämmt euch die Haare, schaut ernst ein und folgt mir. Was hältst du davon, Gretzwold? Ein guter Soldat hinterfragt nicht, ein guter Soldat erfüllt seine Pflicht. Habe ich mich entschieden, dem Meister zu dienen, Horadrick, das ist genug. Da seht. Meister ist der Meister, Meister ist der Meister. Er kommt zu spät, sie sind nicht mehr dein. Sirtigus und dein sind sie auch nicht mehr, sie gehören sich selbst. Leute, der uralte Gott hat uns Sonne und Mond geschenkt. Das sind nur Moleküle, die gleichen Moleküle, aus denen wir bestehen, und sogar der uralte Gott. Der uralte Gott vergibt uns unsere Sünden. Die Legion selbst ist der Ursprung der Sünde. Unser Gott erlaubt uns am Wochenende zu ruhen. Gut, aber warum sollt ihr überhaupt arbeiten? Wir könnten doch einfach nichts tun. Episch, lange lebe der Meister. Vergib ihnen, alter Gott, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich spiele so durch, ne. Ich mache mir langsam Sorgen, wo bin ich in dieser Geschichte? Hör mal, vielleicht warst du ja nicht immer ein Schädel. Also gut, was war ich dann? Eine Rippe, ein Oberschenkelknochen? Du warst vermutlich ein Mann oder eine Frau. Eine Frau, dann hoffe ich wenigstens, dass ich eine reizende Figur hatte. Legionärsdolch. Benutzen wir diesen Dolch und ignorieren wir den hohen Preis, den wir dafür gezahlt haben. Wie du meinst. Artikus wieder. Das war früher mal ausgeschaut. Ruhe, Frieden, verschiedener Freund. Dein Weg führt dich nun über die alte Brücke hin zum Land der Toten. Wieder Wochenende? Ach hey, nicht schon wieder. Daher mit Startprobleme. Heidigus. Papi, ich weiß, dass du sauer auf mich bist, aber lass uns doch drüber reden. Na klar, warum nicht? Schauen wir uns zum Beispiel mal das Aquädukt an. Das Wasser, wo ist das Wasser? Ich weiß, unser Gott hat uns verlassen, kein Wasser, kein Essen, gar nichts. Digus, was soll das? Wir reden doch über Ideen. Meister hat uns alles gelehrt und jetzt werden wir eine schöne neue Welt errichten. Ach du meine Güte, eine neue Welt, Gretzwold, sorge da wenigstens dafür, dass das Wasser wieder fließt. Weißt du, was du über mich lustig gemacht hast? Käthe redet nicht mehr mit mir. Und jetzt du, Papi? Ich bin nicht mehr dein Vater, Horadrick. Adoptivsohn. Junge, ich brauche was zu trinken. Warte mal, wo ist mein Cognac? Wir haben ihn nicht gefunden. Der letzte Wärter war ein guter Freund. Er hatte immer etwas zu trinken. Wir haben uns oft besoffen. Und er hat oft von seiner Familie geredet. Und um ehrlich zu sein, hat er sie jeden Tag vermisst. Vermisst du ihn? Manchmal. Zurück zum Geschäft. Das nächste Artefakt ist die Gürtelschale des Holzfällers. Und noch etwas, die Maschinen kann Tonscherben lesen. Was soll das nur heißen? Von einer uralten Vase und Adam hat welche. Okay. Kann ich wieder Comedian-Ding machen? Aha, raus. Herr Müller, viel Mehl ist schlecht für die Gesundheit, aber rege dich nicht so auf.
Das ist nämlich auch schlecht für die Gesundheit. Das ist gut, ein Friedhofswärter zu sein. Du hast immer Blumen für deine Freundin. Ja, meine Mühle ist kaputt. Aber jetzt findet wenigstens niemand heraus, dass ich Käfer im Mehl habe. Das war traurig. Er ist so geil. Moment, das Zeug können wir noch ablagern. Noch einlagern. Die meiner Punkte für die Taverne. Taverne, kommen Sie, ich kriege Punkte. So, Dietrich, hau raus. Medaillon, hau raus. Und wir legen erst euch rein damit. Ja, 12 würde ich sagen, passt, oder? 22. Das zeigt nämlich auch los. Kaufst du Honig? Nö. Dann esse ich ihn halt. Flüchtlingslager. Habe die Area schaut aus. Okay. Lagerfeuer können wir gleich verbessern. Jo. Okay, nice. Und ein Schwammerl her. Was haben wir da? 2, okay. Wo ist der Marquis? Wieder am Pennen. Okay. Heim. So, wir haben kein Feuer mehr drin, Moment. Ja. Da haben wir auch noch eins. Einfach nebenbei. Gold. Was haben wir denn noch? Die Bienen packen wir da mit rein. Und 1, 2, 3. Kein Platz drin, gutes Zeug. Zwiebeln, das Zeug daraus. Mit Hanf, der gehört da rein. Gott, so viel Zeug. So viel Zeug. Ist da unten kein Platz mehr?
Anscheinend nimmer. Okay. Weiße Pappe raus. Zombie-Elixier raus. Dunkles Elixier rein. Voll-Elixier rein. Ja, verarbeitet wir da wieder rein. Zombie-Saft haben wir da herin. Glaube ich. Ja, genau, passt. Perfekt. Torf kommt raus, das kommt hoch. Bienen brauchen wir um. Das Zeug kommt auch da hinten raus. Moment. Eine Sortiererei. Genau da. Schaut noch nicht aus. Das Zeug kommt da rein. Zwiebeln auch. Da kommt Honig. Honig aber da herin. Irgendwie wird alles langsam ein bisschen durcheinander. Silberwein dran und die Gold, das passt noch. Die Truhe ist auch noch okay. Die A. Passt. Passt auch wieder. Und wie schaut das Zeug aus? Das sind alle leer, oder? Ach, deswegen okay. Dann halt so. Was? Ernsthaft. Machen wir da unten den Wein rein. Rose rein, Silber raus. Rein und raus. Also quasi Goldhopfen, Silberhopfen, kommt da Bronzehopfen rein. Ja, unten haben wir dann einen Wein. Wie würde ich sagen, oder? Erst kann man durcheinander rein tun, das passt auch. Hier ist Goldwein drin. Den hätte ich gern da draußen, den hätte ich gern da herin. Beziehungsweise da herunten. So. Dann. Der Met kann da drin bleiben. Und Schnaps, der ist oder? Tun wir auch da rein, genau. Das passt. Der Rest noch. Saufen die denn die ganze Zeit? Ich glaube schon, oder? Wenn so. Muss ich ein bisschen sortieren da unten. Das kriegen wir nicht mehr unter, oder? Nö, nicht ganz. Okay, blöd. Dann nehmen wir aber Bretter mit. Bretter. Bretter und Näschel. Das glaube ich viel. 24. Bretter einmal.
Bei denen läuft's noch. Okay. Einen automatischen Zombie-Komposthaufen brauche ich immer noch. Das ist ja nett. Und das wäre nett. Würde dem nicht gefallen. Mountain, okay. Weizen können wir wieder raus tun. Das ist natürlich einen totalen Scheiß ein. Also muss man schon mal ganz ehrlich sagen. Versteht, oder das ist geil, wenn es da schon herin ist. Also machen sie es dann nicht wieder rein. Das verstehe ich nicht ganz. Das Gold, das passt, na genau. Tun mal den Kohl da mit rein. Die Rüben auch, dann haben wir ein bisschen Reserve drin, das passt auch. Weizen tun wir wieder ein bisschen raus. Müssen wir eh noch einmal runter. Die Hopfensamen legen wir oben rein. Mikromanagement in dem Spiel ist echt krass. Vor allem aber auch irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, ist echt nice. So. Einmal hier. Dünger haben die auch noch. Dann würde ich sagen, gehen wir noch letztes Mal runter, liefern wir das Zeug ab. Erstmals. Ach, geht gar nicht. Und Moment, genau so. Bienen haben wir dabei, also 2 Bienenstöcke kann man bauen, wahrscheinlich wird es eh bloß 1 oder 2 sein, denke ich mal. Maximum 3. Ja, Alkohol darf da mit rein. Weizen haben wir da. Okay, geht eh nicht mehr. Das klingt da mit rein, passt auch. Das zupft sich schon raus dann selber. Die sind aufgefüllt komplett, das passt auch noch. Ja. Das Zeug. Flüchtlingslager, dann bauen wir jetzt noch was hin, würde ich sagen. Dann reden wir mit Marquis. Ja, mal schon, müsste für das Ding reichen, oder für den Bienenstock, genau. Wo darf ich den hinbauen? Überhaupt? Ach, da unten 3 Stück, okay. Wirklich 3 tatsächlich. Immer kurz mit dir, genau. Oder wohl die 3? Einfache Snacks. Gemüsesalat, Gemüseeintopf, cremige Gemüsesuppe. Linsenbrei, griechische Linsensuppe, Linsenkoteletts. Käse, Butter, cremige Pilzsuppe. Ah, jetzt. Okay. Raspelmöhren, geraspelte rote Beete herstellen, gekochtes Ei. Gekochtes Ei war wahrscheinlich Premium, das war schon massiv schwer. Okay. Geht voran. Hier will ich reden. Dieses Lager fühlt sich mehr und mehr wie ein Zuhause an. Dank deiner Bemühungen natürlich. Dank deiner Bemühungen natürlich. Vielen Dank für das Lagerhaus und das Lagerfeuer, mein Freund. Kein Problem, war ja nicht schwierig. Soweit ich weiß, bereiten sich schon viele andere darauf vor, sich uns anzuschließen. Erster Freund, ein weiteres Zelt zu bauen. Und ich würde dich auch bitten, mir eine Werkbank herzustellen. Ich habe mir ein paar Dinge ausgedacht und ich kann es kaum erwarten zu sehen, ob sie auch in der Praxis funktionieren. Vielleicht helfen die Ergebnisse meiner Forschungen nicht nur uns, sondern auch dir. Ein Zelt und eine Werkbank, Kinderspiel. Okay.
Sumpf. Schaut es bei dir aus? Okay. Bei der Bestatterin kriegen wir auch nichts Neues. Das hat man schon, oder? Ah, das kann man schon, okay. Ach, der verkauft Gold und Silber und so Zeug. Alles klar. Okay. Zeug können wir keins bauen, oder? Würde ich sagen. Neuer Flüchtling, Wohnzelt, ne? Bauen das Material wieder. Machen wir 10. Statt Theodoros Arbeitsplatz, okay. Also ja. Gut, nochmal 10 Bretter. Und nochmal 16 Nägel. 40 Nägel? Und 30. War die Nägel schon mal drin? Jetzt, ja genau, passt, okay. Nochmal 10 Bretter und ich brauche bloß noch 8 Bretter. Macht das so? Die haben wir. 8 Stück haben wir auch, genau, wie die 2 Bienenstücke, das passt. 4 Stöcke, 2 Seide und 10 Bretter. 4 Stöcke, 2 Seide, 10 Bretter. Vier Stöcke, 2 Seide, 10 Bretter. Okay. Ich würde sagen, läuft. So geht es trotzdem ganz gerne da oben drin. Bienen brauchen wir noch 3. Ja, der Zombie ist so gerne Alkoholiker, würde ich sagen. 100%. Der klaut die ganze Zeit den Schnaps daraus und haut den wahrscheinlich weg. Bin mir ziemlich sicher. Der kleine Hamel. Mal die mal raus. Mal 17 Bienen, okay. Brauchen wir noch 3. Könnten wir kriegen. Wir schauen mal kurz zu unserem Platz hoch, eventuell. Da sind 2 Bäume auf jeden Fall auch. Ah, einer, okay. 3 Bienen bitte noch. Keine Fledermäuse, 3 Bienen habe ich gesagt. Alter, Honig, so viel Honig. Wieder Honig, na gut. Aber Bienen kriegt 2 Stück. Nice. Noch eine. Eine bitte noch. Bitte noch eine. Eine Biene. Nein, keine Biene für uns. Eine fehlt noch. Haben wir da noch irgendwie Honig? Wo war das dann so ein komischer Baum, oder? Ah, da. Biene? Bäh. Biene?
Biene! Jawohl. So, dann tun wir die Bretter rein. Es war kein Platz mehr. Einen Bienenstock können wir schon wieder bauen. Jo, perfekt. Das Zweite ist in der Mache dann quasi. Ich muss da irgendwas rein, was das Pflaster ist wahrscheinlich wieder voll, ohne Ende. Mal 50 Kürbis raus tue. Nicht alle. Okay, dann haben wir noch die Beeren raus und haben wir dafür noch die Seide rein. Da holen wir uns wieder ein bisschen was davor. Die und die kommen eh raus, wenn wir das Zeug bauen und die Bienen auch. Also die kriegen schon wieder Platz, so ist das nicht. Gut, 0,79, das steigt. Zu Hause, okay, also Bienen sind jetzt erledigt zweit. Das Problem haben wir nicht mehr. Wir haben unsere 6 oder 7 Bienenstöcke, das passt. Und die haben jetzt auch ihre 3 zumindest, theoretisch. Wir müssen bloß warten, bis wir es machen können. Zeigst die Werte. Wasser nehmen wir mal mit runter, würde ich sagen. Braucht der Biberauer. Biberauer Zahnbett. Und die Samen tun wir noch rein. Perfekt. Ah, gut, die bleiben jetzt sogar die 2. Gut, dann haben wir einen Schnappes. Ich kann das den schneller saufen, wenn ich ihn produzieren kann, den Schnaps. Bin ich mir ziemlich sicher. Da. Okay. Was? Ist alle? Passt perfekt. War gut erwischt. Das Vampirgebiss, was wir mit dem wollen, weiß ich auch noch nicht ganz. Das weiß ich auch noch nicht ganz. Das schaut gut aus. Dann machen wir noch einmal Kirche, würde ich sagen. Die ganz verschiedenen Gebete können wir da auch noch machen. Ruhestättengebet kriegen wir bessere Leichen quasi mit besseren Werten. Also Zeug. Ah ja. Kann sich sehen lassen langsam. $46 jedes Mal, krass. Gold kriegen wir da. 27, 79, 85. Ich sehe was da auch. 23, 23,5. 23,5 Silber ist auch schon nice.
Also klar, man braucht verschiedene Sachen zum Aufwecken von Zombies, um Leute zu überzeugen, oft einmal. Schlafen wir. Und was ist das nächste, was wir brauchen? Den Sumpf müssen wir rein. Was haben wir denn alles? Der Dolch, den Dolch, Tonscherben, Tonscherben brauchen wir noch. Wienerstöcke, Blut, Werkbank, ja genau. Was rüstet sie ein? Ja, genau. Okay. Dann gehen wir kurz zum Adam, würde ich sagen. Nutzen, totes Pferd. Der ist da unten irgendwo. Ja, genau da. Was willst du von mir wieder? Wegen der Tonscheibe ein neuer Tag, neue Enttäuschung. Was gibt's Neues? Adam, ich brauche eine Kleinigkeit. Tonscheibe meiner uralten Vase, du kannst du mir doch einfach so geben, oder? Die unbezahlbaren Scherben meiner unbezahlbaren Vase umsonst, ganz bestimmt nicht. Du machst dich doch über mich lustig. Zunächst musst du deine Taverne verbessern, sodass du die Scherben dort ausstellen kannst. Ach, brauche ich noch eine weitere Sache. Was 40 Qualität? Wenn ich mag meine Taverne verbessern, aber 40? Du bist bei 20? Okay. Kann ich die irgendwie aufbessern allgemein? Ich meine, die schaut doch hübsch aus. Wir haben 22, okay. Ah, dort habe ich eine verbessern, okay. Machen wir doch 12 Scharniere, 30 Bretter, 30 Stein. 12 Scharniere, 30 Bretter, 30 Stein. Bretter. Jo. Und du Zombie. Mal bitte. War wieder welche. Die kommen rein. Ich lasse Vampirgebiss jetzt einmal darin. Hier ist nichts, okay. Dann gehen wir kurz ins Lager auf. Was, da brauchen wir uns kurz hin. Flüchtlingslager. Einen dritten Wiener Stock können wir zumindest bauen. Passiert zumindest immer wieder was. Perfekt. Dann dauert es ganz Zeit, bis wir wieder bei 10 sind. Da kriegen wir sogar 13. Machen die einen Punkt? 11 haben wir jetzt aktuell. Nee. Gut, aber mit der Köchin können wir reden. Ja, die gehen alle zu pennen jetzt, oder? Okay, seid undankbar, passt schon. Redender Schädel. Okay. Super. Taverne verbessern. Hau raus. Mega nice. Ist es alrightig.
Das ist gerade verbessert, wieso ist es so anreitig? Da wäre ein Tisch, kann man dann hinbauen. Was können wir auch noch hinbauen? Also Nägel und Bretter. Okay. Kriegen wir hin. Also, schlafen wir kurz. 40 will er haben. Okay. Hat schon einiges. Fühle mich sehr erfrischt. Hier in der Schädel. Da bauen wir einfach einen Tisch hin. Da wäre ein Tisch. Ich würde auch noch hinmachen. Ja, das Fass. Ah, nice. Okay. Ja, mega geil. Wo tritt dann die auf, die Frau Anmut bei uns da? Okay, haben wir jetzt 4 Tische. Was? Das was wir hinstellen, sind die quasi dann. Okay, geil. Na, langsam freut's mich echt. Da hinten hat noch welcher Platz. Okay, kann man, ja, da kann man auf jeden Fall drüber. 30. 46. Ja, genau, Schnaps. Verbesserungsbonus. Okay. Wir kaufen wirklich Schnaps. Das ist immer das Zeug, was man am wenigsten hat. Okay, das kommen wir wieder weg tun dabei. Auch raus damit. Perfekt. Da rein. Okay. Wasser befüllt sich langsam wieder. Kieferfarbe brauchen wir herum. Da brauchen wir auch da herum. Wasser können wir eigentlich noch was rauslassen. Brauchen wir unten auch wieder. Fühlt sich ja laufend auf die Wasserpumpe, aber quasi die Eimer können wir mit der Hand rausmachen. (15) 16 17. Aber die Eimer einfach mal runter. Und was, wie viel hast du drin? Okay, 8. Der 50. Hier ist auch wieder Schnaps, passt, perfekt. Aber ich kann nicht mehr bis so und so viel. Ah, gut, okay, hilft nichts. Produziert zwar dann laufend, aber. Aber weißt du was? Komm hier. Benutzen, benutzen. Dass es nicht schneller geht, das wundert mich ja. Das ist ein Hauptspiel. Passt. Der auffüllt perfekt. Schnaps bringt er auch die ganze Zeit, ja. Wo tut er denn eigentlich hin? Würde mich mal interessieren. Der Platz haben wir eigentlich keinen mehr. Normalerweise. Verstehe nicht ganz.
Kommt er wieder? Der trägt einfach immer was vor und zurück, das weiß ich, okay. Hier ist noch Bier drin und Rotwein. Eigentlich gar nicht so viel an Zeug. Da oben ist halt einiges voll. Aber halt Wein reinkaut ohne Ende. Was braucht er als nächstes? Gürtelschnalle und Tonscherben, okay. Gürtelschnalle kriegen wir vom Holzfäller. War das, glaube ich. Ist irgendwo da oben. Schauen wir erstmal zum Adam. Beziehungsweise bei ihm vorbei. Kaufen wir noch 2 Schleifsteine, warum auch nicht. Okay, haben wir aktuell nicht. Das ist wirklich Dolch ist noch immer nicht gefunden. Ich dachte, vielleicht sagt der Mann, er hat ihn selber gefunden oder weiß ich was, kann er sein. Aber wir müssen anscheinend wirklich selber finden. Dann du. Meine Taverne ist jetzt viel schöner. Was sonst noch? Hilf mir dabei, die beiden Hooligans loszuwerden, die mich nachts immer quälen. Die stehen neben dem Fenster und flüstern fiese Sachen. Das Merkwürdige ist, dass ich nie Fußabdrücke sehe. Das ist echt seltsam, ich beobachte das am besten nachts. Okay. Holzfäller. Holzfäller. Ach, da kann man was anschauen. In der Mitte stellt der Imker eine Puppe auf, die wie Adam aussieht. Sie hat Zielscheiben auf Beine und Arme gemalt. Der Imker schlägt einen Gong, nichts passiert. Der Imker reicht die Puppe weg und bringt Diggo herbei. Er leckt glücklich an einem Stiel mit Honig. Zielscheiben sind an seinem Körper angebracht. Okay. Mal ein bisschen was. Die können wir schon brauchen, die Steine. Und Cory können wir eine Holzkalle kaufen. Da mal ein bisschen Progress machen mit den Dingen, mit den Händlern. Dir. Ja. Gibt's nicht mehr, okay. Keiner ist noch was, nice. Ah, jetzt kriegen wir die Dinger. Ah, bei dem können wir schon kaufen, okay. Na gut. Macht trotzdem 20 Holzkeile. Gibt's hier noch zu sehen oder zum Hören? Das hat ein Nickerchen neben dem Lagerfeuer gemacht, umzingelt von Hunderten von Origami-Papierkaninchen. Und das kann auch nicht lange her sein. Das steht da, sieht da schon alt aus. Cory und ein Mann aus der Stadt beobachten ihn und aus der Distanz. Der Mann sieht aus wie ein Arzt. Der Arzt geht wahrscheinlich. Cory läuft plötzlich zu Dressen über, sammelt die Kaninchen auf und wirft sie ins Feuer. Das macht Aufschrei und verbrennt sich die Hände, als er die Kaninchen aus dem Feuer zu retten versucht. Alles klar. Okay. Das Lager wieder. Müsste irgendwo der Holzfäller sein normalerweise. Ah, ich meine, das Ding, das ist ja das. Warum? Ah, da ist auch was. Muss gleich ganz kurze Pause machen. Ein junger Astrologe und eine Roma küssen sich schnell darauf, geht er fort. Roma-Baron erscheint, er schubst die Frau beiseite, zieht ein Messer und rennt dem Astrologen hinterher. Der junge Roma ruft etwas und zeigt auf ihren Bauch. Dann reißt er ihre Halskette vom Hals und ohrfeigt sie. Sie fällt hin und weint. Oder Esmeralda und der Astrologe, das haben wir schon gesehen oder haben wir schon mitgekriegt. Wo war der Holzfäller? War der da unten?
War doch hier irgendwo. Als Hexerauge nehme ich einfach mal, das lasse ich dabei. Immer oft immer so lustige Infos. Ah, da, genau, da ist schon das Holzfäller-Logo. Ah, da. Nein, das ist der Dress. Bin jetzt blöd, wo ist denn der? Doch, und drüber tatsächlich. Ah, da kann man noch was buddeln. Ja gut, okay, warum nicht? Könnte man Lagerfeuer anmachen, wenn wir wollen würden. Wollen wir auch, glaube ich. Also ich will. Okay, es glüht bloß, alles klar. Okay, schaut. Das brennt wenigstens. Da muss aber da irgendwo sein jetzt. War so ein kleines Zelt, dann war der da links drüben. Da ist er wieder. War er da oben. Merkwürdig, er war doch genau hier. Ich habe ihn in den Sumpf versteckt. Wann redest du da? Habe ich entschieden, einen Nachfolger zu wählen. So war was. So wie wir es damals gemacht haben. Nur ein würdiger Roma kann den Dolch aus dem verzauberten Baumstumpf herausziehen. Gestern habe ich hier in diesem Stumpf einen Dolch gefunden und den Spruch gelesen. Und jetzt sofort war da gestern noch jemand bei dir. Vier Roma und der Holzfäller und dieser Ingenieur Alcori. Der Oberbefehlshaber und einige Soldaten der Bergfeste waren hier. Der Oberbefehlshaber hat die Urteil verkündigt und dann haben sie jemanden erhängt. Jorik, so ist er also gestorben. Was zur Hölle? Nein, sie haben zwei Joriks erhängt. Jorik hatte einen Zwillingsbruder. Okay. Das Holzfäller. Wegen dem Dolch. Klasse, ich bin hier viel glücklicher als in einer langweiligen Riesen-Luxushütte. 50 Klimmzüge und ein Borken-Sandwich und du bist der König der Welt. 50 Klimmzüge, da bist du bestimmt auch ganz einfach den Dolch herausziehen können, oder? Ah, ich habe eine ganze Stunde bei dem Sumpf verschwendet und hatte kein Glück, wie schade. Wegen der Gürtelschnalle. Schön, dich zu sehen, mein Freund. Magst du ein paar frische Blätter kaufen? Das ist sehr erfrischend. Vielleicht beim nächsten Mal. Sag mal, brauchst du diesen Gürtel mit Schnalle da gerade? Er hilft mir in einem schlimmen Rücken. Ich gebe dir Geld, sodass du dir einen anderen Gürtel für deinen Rücken kaufen kannst. Oh, aber ich mag diesen sehr. Und mit der Schnalle kratze ich mir immer Essen seines ersten Zähnen. Nö, ich gebe nicht her. Hey, komm her, ich habe ein Angebot für dich. Meinst du? Du hilfst mir mit einer klitzekleinen Sache und ich helfe dir, den Gürtel des Holzfällers zu bekommen. Ach, übrigens, wenn du dich weigerst, dann hetze ich meine Bienen auf dich. Das ist wohl ein Argument. Also, was willst du? Ich habe irgendwo ein Fass Honig vergraben. Aber ich kann nicht selbst danach suchen. Meine Freunde haben es auch auf mich abgesehen. Oh Gott, ernsthaft. Das Sägewerk des Dorfes, okay. Das ist da irgendwo. Muss ich da? Handeln. Handeln? Nö. Ah, da. Ein Fass voll Honig. Ach, die PC, Paul. Dankeschön. Danke. Hi. Grüße dich. Ah, okay. You speak Spanish?
Wo ist das? Okay. Ähm. Sorry for what? Okay. I don't speak Spanish, so I speak Spanish, okay. I thought so because you wrote in Spanish. I Unfortunately I can't speak Spanish. Okay, speak a little bit English. Okay, me too. A little bit, tiny bit. With Google Translator. Okay. I'm fine with that. Okay. Where are you from? Also, where in Spain do you live? So, einmal. Die zwei. Ah, not from Spain. Ach so. Where are you from? Sorry. I misunderstood. Ach, Mexiko. Ah, okay. Ah. But the language is not the same, but good, Mexico is Mexican. Okay, good. We don't speak Mexican, we speak Spanish. Ach, okay, okay. Mexican, okay, interesting. Nice one. So, Schwefel. I did like Spanish, okay. Britannic English and American. Ah, okay. Britain English and American English. It's Portuguese, Mexican, Spanish. It's quite the same, I think, but with a few words are different and the dialect maybe, or the pronunciation. Excuse me for a moment. I'm back. So pronunciation of Spanish in Mexico is different from that of Spain. Okay. It's
quite different or a lot different? Quite different, okay. Oh, Händler. Ah, okay. Ja, hier müssen wir noch hin und dann Honigfass, okay. Ah, da. Ja, ja. Hier ist dein Honig. Hier ist your Honey. Aber ich kann auch sicher sein, dass du meinen Honig nicht vergiftet hast. Jo, warum sollte ich das tun? In diesem Dorf wimmelt es nur so vor meinen Feinden, die wollen mich alle loswerden. Ich verstehe, oh nein, ich habe ihn nicht vergiftet, also. Nimm dieses Honigpflaster, es wird mit dem Rücken des Holzfällers helfen, es ist dein einziger Freund, okay. Okay. Tadadam. 8 Moment, Rest brauchen wir noch. I'm from Germany. And I know Stardew Valley. I've played it so. Eben durch. Cory, hast du jemals darüber nachgedacht, ein Roma-Baron zu werden? Da hast du bestimmt von diesem Dolch erfahren. Hast du auch versucht, ihn herauszuziehen? Nein, ich war zu spät. Du etwa? Ich habe es die halbe Nacht lang versucht. Ich wollte ihn einem dieser Roma verkaufen, aber das hat nicht geklappt. Vielleicht weiß Stress etwas. Okay. I'm from Germany, exactly from Bavaria. Wegen dem Dolch. Das hast du zufällig im Wald eine uralte Waffe gefunden. Nö, tut mir leid, aber ich wasche gerade Pilze. Moment mal, womit hast du die Pilze dann geschnitten? Mit einem Messer, aber ja, das habe ich heute Morgen verloren. Aber zum Glück habe ich einen alten Dolch in einem Baumstoff gefunden. Ja, du kannst dieses alte Stück Metallschrott haben, wenn du willst. Wie komisch, ich habe mich gerade mit dem zukünftigen Oberbaron unterhalten. Okay. Ach, der Gretzwald. Stardew Valley is quite the same. Not so. Mm, the atmosphere in Graveyard Keeper is a little darker. I think it's zombies and witchcraft and the whole stuff. Stardew Valley, you are a farmer. You can marry, but it's fun too. Ach, Honigflicken, Moment. Gib mir das Pflaster. Hey, schau mal, dieses Pflaster wird dir mit deinem Rücken helfen. Mal sehen, oha, wie herrlich, hier der Gürtel gehört dir. Lemke hat gesagt, du wärst sein Freund, was kannst du mir über ihn erzählen? Er wurde als Kind von einer Biene gestochen, seitdem hält er sich für einen Bienenmann. Er glaubt, dass Bienen die mächtigsten Wesen sind, er hat eine Bienenbibel geschrieben und trainiert eine Armee von Bienen. Und er ist sicher, dass einer der Dorfbewohner sein Erzfeind ist, Hornissenmann. Alles klar. Ähm... Wir müssen zu Gretzwald, denke ich. Oh, ah, da ist er. Perfekt. Hi. So. PCs. Okay, braucht er gar nicht.
Okay, warten wir mal da. Die haben wir auch. Auch. Werkbank können wir gleich machen. Blut. Weiteres Zoll und Werkbank, das müssen wir erst machen. Wie ist der Geist? Okay. Is it difficult to learn German? I don't know. It's my mother tongue, so I've learned it from baby. So German is a difficult language, but it's very difficult to master. But if you want to talk with people or keine Ahnung, buy things, stay overnight in a hotel, it's a lot easier than I think English is a lot easier. Germany has a very a wide range of words. Bro? Adam, Kopf hoch, du bist ein talentierter Töpfer. Deine Träume, ansonsten bist du ein Versager. English is the easiest language to learn. That's what I'm talking about, but I don't know about Spain. Jemand klaut sieht, bestimmt demnächst. Sag ich, wird bestimmt überall bekannt sein. Na klar, als berühmter Idiot und Ärmerlappen. Immer kommt mir doch bekannt vor. Würdig, welche Überraschung, was machst du da? Nein, wir wurden entdeckt. Oh, wie peinlich. These Chinese and German are a lot more difficult. Russian too. Russian and Chinese is very difficult about the pronunciation. Germany about the grammar. The grammar in Germany is the worst. It's difficult. I also speak a little bit Japanese, but Japanese is how could I say it? It's hard to read. Like Chinese. Okay, wir haben nur versucht, unser Selbstwertgefühl zu bessern, indem wir Adam beleidigt haben. Aber wenn du willst, dass wir aufhören, kein Problem, wir finden schon einen anderen Deppen. Bis bald. Arigato. Ichni-san. Ichni-san, Yon. Genau. Ichni-san, Yon, Go, Log, Nana, Shich. Also Nana or Shich, the same. 7. Or Shi and Yon, 4. Same. And Japanese is Nihongo. Arigato is thank you. Or arigato gozaimasu. Long form from thank you. Asas is slang, I think, for arigato. Check the first video clip. Video clip? You made one? Okay. You wanted to post a link. It's impossible on the Twitch. You could private message me.
Twitch, send a private message. With the link. It's possible. Moment hier. So. Seid euch ruhig durch, okay. Was wollten wir machen? Im Schädel, genau die zwei, die Gürtelschnall brauchen wir. Type of memes are in Germany. Memes. It's the same as in English? No Mexican memes, but no German memes. You know, internet as a net memes or web memes, or what do you mean? So, I thought the memes are worldwide the same, I thought. About gaming and stuff and other movies, or which people are German. Ach so. For example. Can't think about any. Ah, right. Ah, Humor Mexicano. Jetzt. Ah, okay, okay, okay. Que la cagué. Estaba registrando a mi mamá para que recibiera la vacuna del COVID y me equivoqué de página. Ahora es candidata a diputada federal por el 6º distrito. ¡Vamos con todo! Okay, I don't understand anything. Okay, I don't know. Memes about German. Boah. Second linked with Mexican memes. I've seen it. The first one is about Ichni-san arigato. Ah, okay. Moment, I tried. Ah. Automatic would I say. Please wait a moment. 2 Jahre später. Be careful. Wo ist der Meister? Kette hat mich nie so lange warten lassen, letztes World. Vielleicht ist er krank, vielleicht welche Krankheit bekommen Propheten normalerweise. Meister, Meister, wo ist der Meister? Wir wollen Meister. Meister Proper. Leute, was ist los? Warten wir auf jemanden? Bürger, etwas Schreckliches geschehen, der Meister ist tot. Kann das sein? Nein. Hey Leute, ich verstehe das nicht. Wer ist tot? Ach, der Priester des uralten Gottes hat ihn getötet. Ja, doch verzweifle nicht, doch er ist noch immer unter uns. Seine reine Seele führt in den Himmel und er fuhr in den Himmel und das ist unser neuer Gott. Der neue Gott. Gott. Mit dem letzten Atemzug erklärte er Jove zu seinem weltlichen Vertreter und zu eurem König. Was mich angeht, ich bin sein Hohepriester Lucius. Der neue Gott, der König, kann mir nicht mal jemand helfen. Aber da war ja eine demokratische Monarchie und eine demokratische Monarchie liegt es an euch, meine Untertanen zu entscheiden. Vergeben wir diesen Heiden, die unsere Vater, unseren Lehrer, unseren geliebten Meister auf dem Gewissen haben? Keine Gnade, niemals. Ich play Graphic, also I'm watching the video dann, after the stream.
Used to play Graveyard Keeper. Do you play the DLCs as well? Or the main game? Ich König Govi rufe den Heiligen Krieg aus. I played it for the first time. The main story is finished. Now the DLCs. Das ist recht, ich war ein Mann. War der Meister, der zurückgekehrt ist, um sich an diesen Heiden zu rächen. Das bezweifle ich, angeblich wurde er der neue Gott. Der Meister war freundlich, weise und kein Alkoholiker. Ja, aber na gut, hast du recht. Tonscherben brauchen wir noch. Hm. Wait, okay. I'm waiting. Erzähle Adam vor dem Geist. Adam, das war nur ein manisch-depressiver Geist, jetzt kannst du in Frieden schlafen. Und du hast den Verband, Ja, mal kannst du ihn zurückholen, ich fühle mich irgendwie einsam um ihn. Er ist der Einzige, der sich für mich interessiert, fast wie ein Freund. Du musst jemand anderen fragen, die Scherben bitte. Na gut, keiner ist mehr nett auf dieser Welt. I have never seen before how is Germany. Also I haven't been in Mexico too, so. Going to use Google Maps. Okay. It's one way. That's a street view in Germany isn't good. Moment. That's right. Google Maps, you can travel anywhere in the world from your home. That's right. And watch points of interest like the Berliner Tor or the Eiffel Tower, I think, and other stuff. Yeah, you're right. Ach, Tonscherben. Gib ihm die Tonscherben. Das sind doch nur Tonscherben. Die waren doch bestimmt einfach oder bekommen, oder? Weißt du was, ich möchte nicht darüber reden. Okay. Oder wow, coole Verbrennung. Verbrennen wir noch mehr. Gut gemacht, eine ganze Minute schneller als die Kapelle. Wie sagt man noch gleich? Jede Tür kann ein Feuer löschen, aber eins zu starten ist ja die wahre Kunst. Aber jetzt meiner im Namen von König Jove und dem neuen Gott. Den neuen Gott. Für uns wohl, Priester Lucius. Street View isn't available in Germany. You could use it in Berlin maybe or Munich. Nicht, weil wir das Dorf niedergebrannt und 200 Killen durchgeschützt haben. Kette, was soll ich nur sagen? Wie kann ich ihr jemals wieder in die Augen sehen? Ja, Munich. And Berlin, for example. Oh, du hast den Nervenzusammenbruch, wir haben uns beide den Meister verschworen, es ist sein Wille. And?
Stuttgart. Ah, Stuttgart 2? Okay. Aber gerade wohl was ist, wenn sie schon gefangen genommen wurde. Ach komm schon, die Beigepriesterin ist bestimmt zuerst in die Sümpfe geflohen. Lass es weiterziehen und wenn alles andere nicht hilft, dann finden wir halt ein neues Schneckchen. Die Schrei ist das Digus. Papi, Papi. Aber das Portal, um es zu aktivieren, brauchten wir 7 Leute mit 6 Schlüsseln, richtig? Das wusste ich. Ich habe es sogar meinem Freund dem Wärter erzählt. Merkwürdig, wie konntest du das gewusst haben? Gute Frage, ich wollte ihm helfen, nach Hause zu finden und an mehr kann ich mich nicht erinnern. Das erste ist Amulett des uralten Gottes. Planetarium. Ja. Wollte Vierteln ausgraben, du findest du zwischen dem Friedhof und dem Sumpf. Amulett und Fesseln. Ach, Hamburg. Okay. The Zombie with the Bar Shield. War sein. Benutzen. Zu Hause. Bier. Okay, machen wir auch noch. Da machen wir noch was. Geht da mehr? 3. Mal 50. Dadadam, dadam, dam, dam. Gewürze kann man da rein. Was ist der Dolch eigentlich da? Söldner Dolch. Hm. Last time I visited the planetarium was when I was 7 years old. Das zeige ich im Moment da. Planetarium. I haven't been in the planetarium, I think. Maybe in school? Maybe? But I can't remember. I don't think so. Is it worth it? Also is it interesting or? Obsidian, ernsthaft? Uralte Fesseln. Interesting, okay. I think I've never been in one. Good experience, okay. Maybe if the whole Corona is over.
Don't know where the next is from you. Have to look. Maybe in Munich? Coronavirus is... yeah. You could yell about that, but it makes no difference. Ah, wait. Erstmal die Dinge weglegen. So. It's I've seen it. Your school? I think is in Germany too. All schools are closed. Also, since this week they opened. Oh, no problem. It's okay. Bring mal die Dinger, die Fesseln da weg. Okay. So. Fesseln. Oh, das, Gott, das ist okay. Ah, mein Englisch isn't so good. I could read it a lot better, but my speech or my speech is it's very rusty. Very rusty. I don't have to use it very often. Ah, okay. It's the main thing. Obsidian. But I think active English is like talking and stuff is a lot difficult than understanding it or reading it. It's passive English is a lot easier, I think. So for me, it's a lot of blue points. Hey. My name is Martin. Martin. Or Martin. Martin. Correct. Forschungsobsidian. Well, I thought about that. Because your name is DPC Paul. Hey, Kind of weird. Found a mix. It's kind of weird. Found a Mexican called Paul. Okay. Wait.
But wait, okay, I'm waiting. A second name is Armando. I don't know how Mexican name sounds, but Armando. I didn't know any Mexican people either. So you are the first one. Armando. Ol Armando. The way you say it, it's too cool. Armando? 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 I don't know how to pronounce it. Armando. I'm very sorry about that, but I have no experience in Mexican name pronunciation. Is it pronounced I could try if you want to say it right. But you have to teach me. Drei. Geht. Bienenstock brauchen wir auch keine mehr. Flüchtling, Wohnzelt, Bestatter, Arbeitsplatz. Das hier brauchen wir. Ah, link again. I thought, maybe. Armando. Armando. Twitch and links, it's difficult. Twitch blocks links in chat rooms. I don't know why, but it's the way they do it. But it was a pleasure, Martin. Ah, you have to leave? Ah, okay. It was my pleasure too. Thanks for watching. Come back anytime you want. A test, okay. Good luck and hope you're doing good. Drei, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Probability and statistics. Oh my god. Okay. See you later. Thanks. Nice to meet you too. See you later. Das haben wir.
Wir schlafen mal. Immer wieder interessante Leute, finde ich. Okay. Das haben wir mal ganz kurz, einen kleinen Moment bitte. So, Entschuldigung. Dann gehen wir zum Schädel. Redender Schädel, da sind wir. Die saufen gut was weg. Okay, ein Humpenbier, 42 mal 30. Wow. Okay, die trinken gut was weg. Wir nach damit, ja. Ach, komm mal nach, das passt da. Amulett brauchen wir noch. Grab den uralten Viertel aus und sich irgendwas für Friede von Sumpf finden. Die haben wir. Gib mir das Amulett des uralten Gottes. Technologien, NPCs. Leuchtturmwert, okay. Nutzen Leuchtturm. Astrologe ist da. Kommen wir doch nicht. Wir haben sie aktuell. Leuchtturmwert da. Bieten du. Mal kurz warten, bis er da kommt. Ich schalte mal kurz um. So, bin wieder da. Da ist er. Kaufe das Amulett. Hör mal, hast du zufällig eine laute, kräftig gebaute Frau in der Taverne gesehen, die nach mir fragt? Nein, gibt es ein Problem? Meine Ex-Frau, ein furchtbares Weib, sie beschuldigt mich, sie beraubt zu haben. Aber das war nur faire Entschädigung für viele verdorbene Lebensjahre. Eine Bettwäsche, ein paar Teller, ein Bild, dieses Amulett, unser Erspartes. Ist das Amulett des Uralten Gottes? Würdest du es mir verkaufen? Mir leid, aber das kann ich nicht. Es ist mir einfach zu wichtig. Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich meine Freiheit gewann. Verdammt, ich muss Schlange bitten, es zu stehlen. Okay, Schlange kommt aber da erst wieder. Was ist mit dem Dolch eigentlich? Das verstehe ich nicht ganz. Der Dolch. Epilog ist, Zelt ist klar. Werkbank ist klar, okay. Blut ist klar. Hm. Mal da rein vielleicht. Wir nehmen Blut mit. Hätte ich gesagt, für Vampir. Für einen Alerich-Meister. Nicht viel, aber ein bisschen was jetzt mal, würde ich sagen. Dass er. Hilfsbrand brauchen wir nicht. Gibt mal 2 wieder. Wir porten uns. Wir nutzen Flüchtlingslager, jawohl. Okay, passt. Die kocht lasse ich hin. Vertraulichkeit, genau. Ach Gott. Ich glaube, geht ganz gut, würde ich sagen. Mal eine coole Bank. Stadtarbeitsplatz. Das Zelt brauchen wir als nächstes. Das hier. Oder 10 Punkte. Okay, das dauert ein bisschen. Das haben wir auch noch da. Okay, das passt. Das können wir da machen. Also müssen wir auf 2-mal machen. Aber irgendwas kommt auf jeden Fall noch zum Anbauen. Definitiv. Die Kochtante, wo ist die? Ja. Ei.
habe die Bienenstocke gebaut. Von diesem Moment an wird ein Leben flüssiger sein. Oh, was bist du für Schatz? Ich freue mich ja so, aber hätte es wissen müssen. Weil ich erinnere mich, ich hatte ja versprochen, dir meine kulinarischen Geheimnisse zu verraten. Also welche Rezepte möchtest du gerne lernen? Honigkuchen. Käsegerichte, Pastetchen, Wackelpudding, okay. Komm, wir kaufen uns einfach nochmal alles, wurscht. Warum auch nicht? Benutzen. Hat man schon. Hat man auch schon, glaube ich. Das hat man, glaube ich, auch schon. Hat man noch nicht. Das ist auch neu. Das ist auf jeden Fall neu. Das hat man schon. Technologien, okay, NPCs, Karte, wir ist bei 100 und was haben wir für Charaktertechnologien? Ah, nice. Haben wir alles durch, perfekt. Perfekto. Da kommt noch einiges, Alter. Okay. Ich denke, dass wir der Bestatterin wahrscheinlich helfen können, denke ich mal. Und der vielleicht die Dinger noch kriegen, die 4, vermute ich mal. Sie da. Eine bessere Grabstelle haben wir ja schon. Da können wir aktuell nicht kaufen für ihr. Forschen, Arbeitszeit beendet, fällt in. Was wollte der Leuchtturm jetzt haben von uns? Was wollte der haben? Lange, bitte lange, das einmal nicht zu stehlen, genau. Da gehen wir kurz heim. Zu Hause. Meditieren wir mal ein bisschen was weg. Ich gleich wieder da. Und einen Moment da. Ja, das muss passen. Oh, Entschuldigung, bin wieder da. Wir wachen mal auf. Hat noch nichts geholfen, glaube ich. Aber wir gehen mal zum Lager wieder hoch, würde ich sagen. Flüchtlingslager. Wie schaut es denn da aus jetzt? 11 von 11, perfekt. Ein Wohnzelt. Haben wir auch. Bauen wir das kurz auf, würde ich sagen. Perfekt. Frage nach dem nebligen Morast, wenn der Teil der Ablacherfüllung ist. Okay, mach mal.
Ich will bloß gern den Rest aufbauen. Was haben wir denn noch? Bestatterarbeitsplatz machen wir noch. Ein Flüchtling würde man sagen als nächstes noch. Benutzen zu Hause. Schlafen wir, dann speichern wir. Würde ich sagen. Ach, Entschuldigung. Das Mikro kommen. Ah gut, die können wir auch wegräumen. Liegt nichts mehr, okay. Wir bleiben die zwei jetzt aktuell tatsächlich. Okay, das passt da. Alter, Eisen haben wir halt ohne Ende. Mal ein bisschen Stahl, glaube ich, ja. Machen wir Graphit. Hier können wir auch ein bisschen was machen. Dann benutzen Flüchtlingslager. Ernsthaft. Werde glücklich. War schnell. Ich weiß nicht, was die was mit dem NPC war. Das ist klar. Amulett. Blutversorgen, okay. Forschung Obsidian. Ich denke, wenn wir früh genug brauchen. Ich lege mal das Zeug ab daheim, würde ich sagen. Ich weiß nicht, warum wir es brauchen, das Zeug. Das Obsidian und die Forschung. Vielleicht demnächst mal, keine Ahnung. Dann spüren wir noch einmal mit Zombie kann noch Kisten machen. Du, und zwar machen wir ein paar Silberkisten. Und dann machst du ein paar Goldkisten, würde ich sagen. Ja. Du machst aber die Nägel. Und du schneidest bitte die Bretter. Ja, muss passen. Okay, dann benutzen Flüchtlingslager. Können wir den Bewohner noch einziehen lassen, den neuen? Jawohl. 2, 4, 6, 8, 10, 12 haben wir jetzt. Können wir quasi das bald machen da. Das ist erledigt, das ist erledigt, das ist erledigt. Müsste denke ich mal passen, weil Beete können wir aktuell nicht mehr machen. Haben wir schon 4. Da ist der Marquis. Weißt du, Wärter, es ist schon irgendwie ein Wunder. Wir waren arme Flüchtlinge, verängstigt, hilflos, verzweifelt. Jetzt sind wir stolze Siedler, die mit der Tapferkeit und Hoffnung in die Zukunft sehen. Ohne deine Hilfe wäre das unmöglich gewesen, mein teurer Freund. Also ja genau, wäre ja albern, das zu leugnen. Wir haben auch noch das Potenzial, uns noch zu verbessern. Ich habe mich insgeheim mit dem Anführer des Dorfes Horadrick getroffen. Es würde ihm nichts ausmachen, Handelsbeziehungen mit uns einzugehen. Marquis, ich freue mich über dich und deine Leute. Es ist also höchste Zeit, dir den Rest deines Lohnes auszuzahlen. Wow. Noch ein persönliches Geschenk, dieses Buch. Ein guter Freund hat es geschrieben. Er ist auf der Flucht aus dem Gefängnis umgekommen. Vielen Dank, Marquis. Also Dank galt dir, mein Freund. Wegen der nebeligen Morast. Marquis, bist du bereit, über den nebeligen Morast zu reden? Der Morast. Weißt du überhaupt etwas über diesen Ort, Friedhofswärter? Ein wenig, dort hat dein Vater das Necronomicon gefunden.
Er hat dann gelesen und die Konsequenzen waren furchtbar. Ich kann mir kaum vorstellen, was du erleiden musstest. Ich war einmal dort und ich schwor niemals zurückzukehren. Jegliche Hoffnung stirbt an diesem Ort. Der Morast erfüllt dich mit Schmerz, Grauen und Verzweiflung. Und selbst wenn du deinen Morast verlässt und niemals wiederkehrst, findet er dich in deinen Albträumen. Das ging dann ziemlich finster. Nun, dann zeig mir einfach den Weg und du bleibst hier. Du hast ein gutes Recht, verängstigt zu sein. Verängstigt? Ha! Ich kann es mir nicht erlauben, verängstigt oder schwach zu sein. Ich bin der Anführer dieser Leute. Natürlich, aber wie willst du ihnen helfen, ihre Ängste zu überwinden, wenn du nicht einmal deine eigenen Ängste überwinden kannst? Das stimmt. Und unsere Familie hat immer Mut und Leberscheiden. Hast du entschieden, folge mir. Wir folgen. Kannst du das hören? Wir haben diese Ruhe des Ortes gestört. Er erwacht. Ich würde ja nicht sagen, dass ich Angst habe oder so, aber beeil dich lieber. Ich gebe mein Bestes. Im Rast ist wirklich gruselig. Hoffen wir, dass es die Anstrengung wert ist. Die Luft verkühlte, die Magie des Hexenauges hatte die Aufmerksamkeit des Morasts auf sich gelenkt, verdammt. Hier war ein magisches Eisfeuer. Ich sehe blaue Flammen, die ein knochiges Bein verzehren. Das vermutet das Bein des Geistes aus dem Dungeon. Er ist immer noch hier im Boden vergraben. Plus 3. Die Frau im schwarz-goldenen Mantel war hier. Sie trug ein Buch bei sich. Muss das Necronomicon gewesen sein, das Marquis Theodoros Senior später hier gefunden hat. Die Vampirkönigin, sie hat das Ritual ausgeführt, aber was für ein Zweck? Sechs Vampire standen hier in einem Halbkreis, sie haben wohl irgendein Ritual ausgeführt. Nur Rätsel und keine Antworten, ich brauche mehr Informationen. Ich sehe etwas Interessantes. Eine Frau hat sich hier versteckt, ich erkenne sie, nicht, eine Spionin. Die Vampire griffen sie an, sie liegt hier regungslos, ist sie tot? Die Vampirkönigin nähert sich, sie sieht die Frau, sie lässt das Necronomicon fallen. Sechs Stellen verbrannten Grases. Die Vampire, die Königin hat sie bei lebendigem Leibe verbrannt. Ich verstehe das nicht. Das ergibt keinen Sinn. Das ist wahnsinnig. Verbrannte Schuhe eines Vampirs. Vielleicht kann etwas Gedächtnistinktur damit helfen. Sollte ich lieber woanders tun. Meine Zähne klappern hier schon vor Kälte. Noch ein Bein. Okay. Ich bin bereit, zurückzugehen, Marquis. Es gibt kein Zurück, Mensch. Akzeptiere dein Schicksal. Marquis, wovon redest du da? Ich habe so lange gewartet. Vergeltung, die größte Besessenheit der Menschheit und die beste Waffe dagegen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber verlasse sofort diesen Körper. Wir haben dir nichts getan. Ich war rein und unschuldig, bis die Menschen kamen. Ihr habt euch gegenseitig getötet, immer wieder mich in eurem Blut gewaschen. Mich mit euren Lasten erfüllt, eurer Intoleranz, eurem Hass. Aber ich wehrte mich, bis die Frau zu mir kam. Und ihre dunklen Rituale verstümmelten und schänderten mich. Und jetzt werde ich meinen Schmerz mit euch teilen. Warte, ich habe ein Angebot für dich, Morast. Ein ziemlich verlockendes Angebot. Aber solltest du nur uns beide bestrafen, wenn du nicht auch Hunderte oder Tausende bestrafen kannst. Löse einfach ein simples Rätsel und ich bringe sie dir, ansonsten lässt du uns gehen, ja? Ich werde mir dein simples Rätsel anhören, Mensch. Gassi, also sag mir, was ist das Prinzip des großen Hadronen-Teilchenbeschleunigers? 3, 2, 1 vorbei, du hast verloren. Was ist passiert? Ich fühle mich so schwach. Mein Körper ist schwer wie Blei. Lass uns hier schön Marquis und zwar sofort. Ich kann sie immer noch hören, in meinem Kopf hören. Sie flüstert, dass ich es nicht verdiene zu leben. Ich bin ein schlechter Mensch, ich bin ein schlechter Kommandant, ich bin nutzlos und hilflos. Meine Eltern sind wegen mir gestorben. Wollte sie die Ausruhe, mag wie ein wenig Lauf und schon fühlst du dich wieder. Ach du, gerade ich dachte, das wird das Schlimmste hinter uns, Magie, lauf. Möchte ich etwa allein dagegen kämpfen, als das ist? Lass mir so nicht helfen, lauf endlich. Ich wette, die Vampirkönigin hat sie geschickt. Sie hat Angst und das heißt, dass ich etwas richtig mache.
Wow. Das war ja mal da. Minimal lahm. Kleiner Golem. Öffnen. Wo haben wir die Gedächtnistinktur? Da. Was macht eigentlich die Tasche? Öffnen. Mehr Platz, ernsthaft. Anleitung Universalbeutel. Benutzen. Universal. Nice. Das heißt, ich kann mehr Zeug mitnehmen. Okay, das Buch lassen wir mal da drin. Das passt auch. Ungekugelte Vampirschuh ist nochmal davon gekommen, im Gegensatz zu seinem Besitzer. Okay. Wie tun wir da drin? Wenn dann drüber den Rest, die Goldstatue, geschützte Stück Marmor. Okay, nice. Da mit rein tun. Das Zeug da nehmen wir mit. Na komm. Und dann würde ich sagen, dich da rein, da rein. Gott, so viel zu machen jetzt aktuell gerade wieder. Gedächtnissektor benutzen. In die Augen. Noch ein Versuch. Das haben wir mehr gemacht. Komm schon, das funktioniert endlich. Abgelaufenes Zeug die ganze Zeit. Ich sollte hier nebenbei ein bisschen rum. Moment, die kann nicht da rein. Okay, die haben keinen Platz mehr. Scheiße. Na gut. Sonst noch was falsch? Nö. Nö, das ist cool. Passt. Da ist noch was falsch. Nägel sind auch noch falsch. Oh Gott. Ah, okay, ich verstehe. Drittes Mal benutzen. Oh ja, jetzt geht's. Nein, Karl, das wird nicht funktionieren. Siehst du nicht, dass das total idiotisch ist? Finde ich auch, das ist total lahm. Sogar noch blöder als deine Idee, den Blutersatz herzustellen und zu trinken. Also das wird nicht so wie beim letzten Mal. Dieses Mal habe ich alles perfekt geplant. Sagst du jedes Mal. Jedes einzelne Mal, Karl. Jungs, hört auf mit dem Gelaber. Wir sind schon spät dran und wir zu Hause sind kalt. Zieh dich an und lass uns gehen. Wird alles hinhauen. Wir werden einen Haufen Geld verdienen und dann müssen wir nie wieder für sie arbeiten. Karl, mein Bruder, bitte denk daran, wer du bist. Wer wir alle sind. Sieh es ein, wir sind ausgeschossene Freaks. Die Leute werden uns nie akzeptieren, ganz egal, was wir tun. Nein, das werden sie. Ich zeige es ihnen. Du wirst schon sehen. Ich habe es satt, ein Niemand zu sein. Oh, Karl. Ich werde schon sehen, wenn ich einen weiteren Kredit bekomme und das Postamt mit dem Esel kaufe. Wenn ich mir ein paar edle Pferde anschaffe, richtig Werbung mache und meine ersten großen Aufträge von der Aristokratie bekomme, ich werde das sehen, ihr werdet das alle sehen. Naja. Der Vampir Karl, der vorhat, ein Postamt mit Eseln und edlen Pferden zu kaufen. Sehr interessant. Ich sollte mit dem Esel reden. Okay.
Mal den Schuh wieder rein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erst einmal. Nein, die Tasche nicht. Mit Wasserpumpe, das Wasser nehmen wir mit. Dann gehen wir in den Dungeon kurz rein, suchen wir den Geist nochmal, würde ich sagen. Ah, Graphit, ne, lassen wir liegen, das holen wir uns ja noch. Das holen wir uns später. Uiui. Jawohl, hey, jetzt kommen wir nach, perfekt. Ist aber auch falsch da drin. Wasser gehört rein, perfekt. Weizen mal wieder umräumen. Hat nicht alles Platz, glaube ich. Na, was meinst du? Das passt schon. Da wieder rein. Den Honig lege ich jetzt einmal weg, der stört mich bloß. Beziehungsweise eigentlich kann man plus 30er Stacks, gell? Na gut, egal. Die ist leer. Die ist leer. Die ist leer. Dann haben wir da wieder die goldenen rein. Okay. Sind die auch voll da? Vielleicht machen wir halt hier noch Silberne rein. Der eine schon voll ist, ist egal. Goldene passt auch. So, Schnaps für uns. Die Fußfesseln brauchen wir, können wir die in die Tasche rein tun? Den Honig tun wir auch mal rein. Also mehr Inventarplatz ist nice. In Form von der Tasche. Finde ich cool. Erstmal kommt eh Schlange. Da gehen wir jetzt kurz in den Dungeon rein, würde ich sagen, in den 8er wieder. War das, glaube ich. Mal hier noch was Neues machen? Ich glaube nicht. Nö, leider, schade. Mein Lieblingseck. Da haben wir alles schon weggemacht von den Viechern. Ich weiß nicht mehr genau wohin. Ich glaube da, oder? Nö, nach oben. Nach Oben. Gras haben wir richtig. Geist. Ah, da ist er. Weißt du hier bist, um dich über meine Behinderung lustig zu machen, sollte ich dich daran erinnern, dass es mir egal ist. Bis du dein Bein zurückkehrst es. Oh, ich kann es kaum glauben, mein Bein, wunderbares Bein, mein Schatz, oh, wie sehr ich dich vermisst habe. Das ist der beste Tag seit dem Tag, als ich zum Priester des uralten Gottes ernannt wurde. Ich bin so glücklich, jetzt kann ich Poppy endlich bitten, mit mir Walzer zu tanzen. Freut mich, das zu hören, aber das war noch gleich mit alles ist mir egal. Du mich auch. Liebe Geister. Aber ist jetzt erledigt, oder wie? Okay. I guess. Vielleicht du was Neues für uns da hinten? Wer ist der Gunther, glaube ich? Gunther. Nö.
Leider nicht. Technologien, Charakter, vielleicht noch Bier rum, soll man noch. Stapeln sich, gut, okay, die stapeln sich echt viel zu viel, okay. Da kommt Schlange, die brauchen wir gleich. Dinger schaut mal da hoch, kann der Zombie vorbei, passt. Zombie hat der Zombie. Genau, das Bier noch. Da werfen wir gleich wieder Neues an, würde ich sagen. Gut, wir kommen mit Schnaps einigermaßen nach. Einigermaßen. Kannst du bitte als nächstes ein Goldbier machen, bitte wieder? Der Goldwein wird voll, oder verkaufen wir den auch? Ich weiß gar nicht. Ah, wieder ein bisschen Silber. Oder ein bisschen Gold. Passt schon. Ah, der räumt immer noch weg, der Zombie. Okay, alles klar. Die Silberkiste auch noch hin. Muss man auch wieder anschmeißen, wenn wir wieder zurückkommen. Schlange, wie schaut's denn aus mit dir? Aber die haben wir schon, Ritual haben wir schon. Bitte einmal nicht zerstehlen. Schlange, zuerst mal danke für alles, was du für mich getan hast. Schmeichel mir nicht, du klingst armselig. Was willst du? Du musst ein Amulett von Leuchtturmwärter für mich stehlen. Traust du dir das zu? Jetzt ist es gerade ungünstig, ich habe mir gerade den Bauch vorgeschlagen, da sind meine Reflexe nicht die besten. Wohl, wenn du mir hilfst, dann mache ich es. Willst du Geld? Es ist schon mehr als ein Monat her, dass meine Kultisten einen Inquisitor gefangen und ihn im Fluss ertränkt haben. Wir brauchen bestimmt Motivation. Organisiere für sie Rattenrennen in der Taverne. Was? Okay. Habe ich schon gesagt, dass das Spiel leicht durch ist? Wenn ich feier's. Aber es ist schon leicht durch. Er holt immer noch, okay. Also Rattenrennen. Wow. Wow. 120 Rufen. Okay. Ja. Okay, der verkauft alles. Das ist ihm ziemlich wurscht. Das ist ihm ziemlich wurscht. Alles klar. Wie schaut's denn aus? Was können wir noch bauen? Ein Rattenrenntisch, tatsächlich. 18 Bretter, 36 Nägel und 4 gute Glas. 18 Bretter und 36 Nägel. Bretter und 36 Nägel. Die tun wir gleich da raus. Und 4 gute Glas.
Graphit tun wir da rein. Schmeißen wir da ein paar Stahlbahnen an, würde ich sagen. Ja. Ja. Vier gute Glas brauchen wir noch. Haben wir unten. Und Esel müssen wir da kommen lassen. Brauchen wir da 2 Leichen. Haben wir einen bei. Überhaupt kein Problem. Obwohl noch 2 reichen. Haben wir noch was rumliegen, das passt schon. Vier. Gehen wir raus, dann porten wir uns mal ins Flüchtlingslager hoch, würde ich sagen. Und schauen, wie es da ausschaut. Jawohl, passt. Nutzen, Flüchtlingslager. Wie schaut es denn aus? Immer noch nicht. Okay, zu wenig. Beat bringt mir nichts, das bringt mir auch nichts. Neue Flüchtlinge haben wir auch noch nicht. Bestatterarbeitsplatz hätte ich noch gemacht. Okay, was dauert noch ein bisschen. Ach Gott, ein neuer, ernsthaft. Aber mein Junge, hast du dich jemand gebeten, was hat dich jemand gebeten, mir etwas zu bringen? Eine Nachricht? Eigentlich nicht, dass irgendwas passiert, du siehst ziemlich krank aus. Das ist Schlaflosigkeit und Nervosität. Ich kann nicht aufhören, an meinen Sohn zu denken. Er ist in furchtbaren Schwierigkeiten. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Es war eine der königlichen Wachen. Das war sein Traum seit... Was? Er war einer der königlichen Wachen. Das war sein Traum, seit er ein kleiner Junge war. Aber vor kurzem... Tut mir leid, es ist schwer, dir das zu erzählen. Er musste bei der feierlichen königlichen Rede zum Feiertag der großen Säuberung niesen. Sie haben ihn getadelt. Das wäre schön, er wurde gefeuert, hat sein Haus und all seine Ersparnis verloren und muss eine gewaltige Strafe zahlen. Ich musste meine Gerberei verkaufen und das hat nur einen Teil der Strafzahlung decken können. Das ist furchtbar. Weißt du, selbst jetzt noch als Verstoßene bin ich eine Mutter und ich muss mein Kind helfen. Könnte ich dich bitten, mir eine Gerberwerkbank zu bauen? Hier könnte ich auch ein wenig Geld für meinen Sohn verdienen. Das mache ich versprochen. Ja, Gerberwerkbank, das kriegen wir aber echt komisch zu sagen. Okay, jetzt, aber es wird ziemlich bald vorbei sein, denke ich mal. Okay, auch wieder Nägel und Bretter. 10 und 16, alles klar. Auch wieder 10, oder? 12 sogar, okay. Nutzen, hier der Schädel. Können wir die Rattenrennbahn irgendwo anders hinbauen? Oder muss ich da irgendwas wegreißen jetzt? Ah. Ach, mega nice. Ja, voll geil. Bin auch wieder 5 Sterne. Wahrscheinlich ein Event starten, denke ich mal, oder? Rattenrennen, ja, eh klar. Aber ich würde trotzdem jetzt Frau Amuts Lied machen. Ist da oben auf. Hier kommt. Ich fühle es in der Luft und im Wasser. Ich fühle es von unten und von oben. Es macht mich stärker, zärtlicher, aufgeregter. Die Liebe. Wow. Event 30, Gesamtbetrag 35. Okay, dann können wir jetzt... Ja, können wir noch Rattenrennen machen. Das Friedhofsfest können wir auch noch machen. Ja, ja, perfekt. Machen wir alles einmal durch. Da kriegen wir auch noch Dinger nach und nach, das passt. Eins haben wir eh schon dabei. Aber die... Ja, der geht schon wieder heim, oder? Der ist... Der kommt uns wahrscheinlich wieder entgegen, wenn ich hoch rauf. Geht immer so früh. Nicht, dass das Bauen der Rattenrennbahn wahrscheinlich nicht allzu viel bringt. Ja, genau, da kommt er schon wieder. Ah, echt, aber boah.
ganze Woche warten. Wir machen das Rattenrennen einfach mal. Da müssen wir jetzt eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr so lange warten. Die Taverne läuft da ganz gut. Der 3 Kisten hin und her, das passt auch. Gehen wir mal nach und holen uns das Geld vom Händler. Wahrscheinlich holen wir uns sogar einen Zombie, ja genau, passt. Okay, ist voll, passt, okay. Ah, Gold, oh Gott, ernsthaft, 37 Gold schon, wow. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Kommen wir nicht vorbei, gell? Nö, schieb mir einfach weg. Macht trotzdem immer wieder zwischendurch mal wieder ein bisschen ein Bier. Es kostet keine Zeit nicht und es ist eigentlich, ja. Das ist ein bisschen was. Aber Wasser müssen wir da holen, glaube ich. Da unten kein Brunnen reinbauen kann, das ist irgendwie ein bisschen besser. Da packen wir uns kurz das Flüchtlingslager hoch, benutzen Flüchtlingslager und räumen wir da einen Brunnen aus. Kostet zwar Energie. Mal öffnen. 2, 4, 6, 7. Okay. Läuft die Saison, oder? Nutzen zu Hause. Rein mit dem Wasser. Perfekt. Und öffnen, da raus mit dem Wasser. Jetzt hat er Wasser rein. Gut, da haben wir ein bisschen was. Was können wir jetzt machen? Wir schlafen jetzt erstmal. Rattenrennen können wir machen. Wir können um die Taverne noch ausbauen. Die Taverne, sage ich, die Flüchtlingslager können wir nur 2 Werkbänke bauen. Das dauert aber noch ein bisschen. Denke ich mal. Friedhofswärter, wir verhaften dich im Namen von König Joe dem 7. Oh, hört mal, vielleicht haben wir mal halblang und überlegen uns eine Lösung, mit der wir alle leben können. Der Oberbefehlshaber, der Bevollmächtigte des Königs in den nördlichen Landen, erwartet, dass du zu deiner Verurteilung erscheinst. Oh, verdammt, aber einen Anwalt bekomme ich doch, oder? Ich habe auch das Recht zu schweigen. Leute, das klingt, als ob er um Prügel bitten würde. Warte, ich komme ja schon mit, Mann, wie unzivilisiert. Bist du aufgeregt, Wärter? Das solltest du sein, du hast ein Problem, ein Riesenproblem. Hey. Kokul, Hordetrick, was ist dir los? Ich weiß noch nicht, aber es ist definitiv nichts Gutes. Du hast verdammt recht, Gastwirt. Zuerst ist das ziemlich langweilig, Verhöre, Gerichtsverhandlung, Urteilsverkündung. Das Ende wird spektakulär sein, eine Doppelverbrennung. Hurra und... Also der Burgfest, oder? Ruft diese fiese Altes bei ihm. Wie herrlich, dass ihr euch dazu bereit erklärt habt, heute Abend mit mir zu dinieren, meine Dame. Ah, Oberbefehlshaber, wie könnte ich eurem Schaum widerstehen? Ich bin sicher, dass es ganz entzückend wird. Zweifellos, meine Teuerste. Also kommen wir hier schnell zur Sache. Friedhofswärter und Hordetrick, ja, euer Urteil lautet. Urteil der beginnt der Gerichtsvater mit dem Urteil. Warum nicht, ist der Fall nicht offensichtlich genug. Hordetrick und der Friedhofswärter verbargen die flüchtigen Ketzer und halfen ihnen. Das Urteil ist klar, Tod oder Verbrennung mit dem Recht nach Vollstreckung des Urteils gegen eben des... mit dem Recht nach Vollstreckung des Urteils gegen eben dieses anzugehen. Es ist nicht ganz so einfach, mich zu verbrennen, das hat man schon mal versucht. Und wir haben den Flüchtlingen nicht geholfen. Aber du Wärter, glaubst du, dass mein Zauber nur deinen Geruch verändert hat? Tag und Nacht sah ich die Welt durch deine Augen.
habe mit deinen Ohren gelauscht können, konntest sogar mit deiner Nase riechen. Ich sollte übrigens daran denken, getrocknete Nelken mit Lilien passen doch nicht so gut zu verrotteten Leichen. Was das Urteil angeht, laut Verordnung 3253, was Ketzer angeht, Paragraph S27, werdet ihr verbrannt. Irgendwelche Fragen? Ich habe eine laut Paragraph im 88 ist Paragraph S27 nur gültig, wenn die Angeklagten haarige Füße haben, also Brechen in irgendeiner Weise Vieh betrifft oder es ein ungerades Jahr ist. Woradek hat recht. Mein Herr, es ist doch Unsinn. Tu es einfach und ich verspreche euch das großartigste Date eures Lebens. Nur wir beide, keine Ketzer oder ihre Helfer, keine Wüstensoldaten, keine stinkenden, gruseligen Buckligen. Und ihr könntet die Gesetze missachten oder was würde unser König dazu sagen? Schweigt doch, der König wird es niemals erfahren. Ach ja, einer der stinkenden, gruseligen Buckligen könnte sie mir verraten, zum Beispiel. Hofner ist unmöglich und dieser Gestank, sogar mein einzigartiger Lufterfischer kann da nicht ausrichten, verbannt ihn. Genug, schweigt ihr alle, schweigt. Er sagt, Horadrick, ihr könnt gehen, aber richtet euren flüchtigen Freunden Folgendes aus. Sie und die ganze Lager werden eliminiert, dafür bürge ich mit meinem Titel. Hm. Kann ich dir was machen? Nee. Gerberin, okay. Ja, benutzen doch bitte jetzt. Flüchtlingslager. Nehmen wir gleich mit ihm. Vorher bauen wir es aus, wenn wir es können. Ne, können wir nicht. Mist. Die Leute leben wie Sklaven und merken sich einmal, wie konnte das passieren? Stelle eine Frage. Gericht wurden, das war mein Vater. Ich erinnere mich an all meine warmen Hände, das werde ich von der Rausrutschte. Ich wollte immer leise vor sich hin und während der Arbeit hat er keine kleine Grimassen auf die Seite gemalt. Ich erinnere mich sogar an die komische mechanische Möwe, die er für mich gebaut hat. Sie krähte wie eine Krähe. Was studiert normalerweise studiert Adler an der Universität der Stadt, aber ich wählte einen anderen Weg. Ich hatte kein Interesse an ihren endlosen Lektionen über Glauben und Patriotismus. Ich wollte wahres Wissen erlernen. Wo hast du das Wissen herbekommen? Ich habe es mir von meinem toten Vater geliehen. Die Aufzeichnungen seiner Bücher und las alles, was ich finden konnte. Immerhin war der beste Wissenschaftler, den die Universität je hatte. Weißt du schon, der Inquisition verurteilte sie wegen Ketzerei und schwarzer Magie zum Tode. Als die Aufzeichnung der Gerichtsverhandlung trieb das Necronomicon meine Eltern in den Wahnsinn. Was denkst du da selbst davon? Ich glaube, es gab zu viele Leute, die meinen Vater loswerden wollten. Sie beneideten ihn um seine Intelligenz, seinen Erfolg und seinen Ruhm. Seine pure Existenz erinnerte sie an ihre eigene Bedeutungslosigkeit. Der Sturz war nur eine Frage der Zeit. Er war totgeweiht, die Stadt brauchte solche Leute nicht, sie verlangte nach gehörigem Gehorsam im Mittelmaß. Und hast du irgendwelche Beweise? Mein Schmerz und mein Hass, meine Beweise wert. Warum hustest du immer? Das ist eine dieser Krankheiten, die Kranken martert und ihre Ärzte ernährt. Es gibt keine Heilung, mein Vater litt an der gleichen Erkrankung. Er erfand dieses Gerät, schau, du spürst es in deinem Mund und dein Leiden ist vorüber. Ein Inhalator in meinem Heimatland ist so etwas ziemlich gewöhnlich. Ich hoffe, das ist ein glücklicher Ort. Ich flehe sie an, aber sie ließen nicht zu, dass ich dieses Ding ins Gefängnis bringe. Oh mein Gott, das ist viel zu lesen. Ach Gott, okay. Frage nach seiner Ablehnung von Alerich. Mir ist aufgefallen, dass du Meister Alerich gegenüber nicht sehr freundlich bist. Nicht für ungut, aber meine Beziehung mit Alerich ist alles meine Sache. Ich werde ihn niemals vergeben, das ist alles, was du wissen musst. Was ist mit den Erfindungen des Vaters geschehen? Die existieren nicht mehr, ich habe alles zerstört. Wirklich, aber warum? Sie haben vielen Leuten das Leben einfacher machen können. Wie viele Leute haben denn meinem Vater geholfen, als die Inquisitoren ihn zum Feuer führten? Sogar seine Kollegen, Universitätsprofessoren, seine besten Freunde. Nicht einmal gekommen, nicht ins Gefängnis oder zum Ort der Hinrichtung. Vor 5 Jahren haben sie erklärt, dass die Arbeit meines Vaters der Universität gehört. Natürlich hatten sie das Gericht auf ihrer Seite. Also habe ich es ihnen gebracht. 5 Kisten voller Asche. Wie bist du ins Gefängnis gekommen? Habe viele Jahre lang nach Rache gesucht, nach einem Weg, die Inquisition zu zerstören. Bin am Ende sogar dem Kult beigetreten, aber mein Schicksal lag woanders. Das ist passiert. Einige Inquisitoren sind bei mir zu Hause eingebrochen und haben mich gefangen genommen. Sie warfen mich in eine Zelle. Sie haben mir keinerlei Erklärung gegeben, sie sagten nur, dass meine Hinrichtung schon bald sei und gingen dann, okay. 6 von uns wurden aus unbekannten Gründen zum Tode verurteilt. Kannst du dir das vorstellen? Was sind deine Pläne für die Zukunft? Eines Tages werde ich zurückkehren und all die Dinge tun, von denen ich in der Zelle schwor, dass ich sie tun würde. Die Inquisition, der Adel, die Bürokratie, sie müssten enden. Revolution, es erinnert mich an jemanden. Keine Macht haben mehr, keine Amtsleute mehr, keine Inquisitoren.
oder der Krieg, Gewalt, Leiden, viele Unschuldige werden sterben. Willst du das wirklich? Das ist für eine gerechte Sache, also ja. Also danke für das ehrliche Gespräch. Oberbefehlshaber? Marquis, ich muss dich warnen, eure Feinde wissen jetzt, wo ihr seid. Der Oberbefehlshaber der Burgfeste hat geschworen, euch zu eliminieren. Tut mir echt leid. Dann haben wir nur eine Wahl. Wohin wollt ihr fliehen? Nirgendwohin, wir bleiben hier und verteidigen uns. Marquis, das ist Wahnsinn. Was gegen die erfahrenen Soldaten der Bergfeste könnte nichts ausrichten. Wir sind nicht den ganzen weiten Weg hierher gekommen, nur um wieder zu hilflosen Flüchtlingen zu werden. Marquis, hör mir doch. Genug, meine Lust steht fest, wir werden kämpfen. Eine Frage bleibt noch, wirst du uns ein weiteres Mal helfen? Solange ich nicht mit euch kämpfen muss, klar doch. Nein, wir brauchen Waffen und Verteidigungsanlagen. Kannst du sie für uns herstellen, wenn du darauf bestehst? Ja, eigentlich die Pfeile im ganzen Lager, du wirst deine Belohnung erhalten, wenn alles vorbei ist. Ach Gott, ernsthaft. Den haben wir einen Esel. Der wird wahrscheinlich da unten warten, denke ich mal auf mich. Vorher tue ich die schimmliche Leiche noch weg. Schauen wir uns mal genau aus. Wir haben einen Esel. Hey, warte. Hör mal zu, das ist wirklich wichtig. Wie heißt der Besitzer? Der Name ist kapitalistischer Bastard. Nein, sein richtiger Name. Wir nennen ihn doch seine Kunden, das weißt du bestimmt. Lass mich mal nachdenken. Meister Karl, glaube ich. Juhu, Karl, was für ein Glück. Ich muss mit ihm reden, dringend. Es ist eine Angelegenheit von Leben und Tod. Warte mal, das klingt sehr verdächtig. Da konterrevolutionäre Aktivität. Warum das denn nicht? Ich wollte ihm einen Vortrag halten. Privatbesitz ist deine größte Sünde. Es wird nichts ausrichten, es ist hoffnungslos, aber ich mache deine Ansichten. Ich werde ihn dir so bald wie möglich bringen. Okay. Läuft quasi auch. Gut. Ich muss mir dann ganz kurz was zum Essen holen. Bin dann gleich wieder da. Wird mal passieren. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Wow, alles klar. Okay, einfach nur wow. Shoppen das alles voll bis. Okay. Dann machen wir du bitte noch ein paar Kisten. Egal. Eisen haben wir noch weg und Stahl haben wir auch noch weg. Haben wir langsam, glaube ich, 2, 3 Sachen, das passt, ja. Gut, was machen wir als nächstes? Lange müssen wir Rattenrennen veranstalten, müssen wir kurz ins Lager können wir nichts machen aktuell, weil wir die Werte warten müssen, genau wie hier auch. Wow. Also wir verdienen echt gut. Ob wir die nochmal ausbauen können? Wäre schon cool. Mit 4 Tische. 3 Stehtische. Und eine Rattenrennbahn. Abgeranzter Teppich. Der schaut ganz cool aus da. Der auch. Das Ding da aber schaut auch cool aus.
Geht bloß das da nicht. Oder das da. Oder das da, wieso putzt man sowas nicht weg? Ja, Taverne aufbauen macht einfach deutlich mehr Spaß wie Küche aufbauen. Wow. Mega nice. Die Fessel haben wir halt jetzt, wir brauchen bloß das komische Medaillon noch. Ah, da ist der Universalbeutel benutzen. Zu Flüchtlingslager, schauen wir kurz. Ist was geändert? Ja, jetzt können wir es bauen. Machen wir zumindest die Bestatter-Arbeitsplatz mal, würde ich sagen. Dass der mal da ist. Da kriegen wir dann für irgendein neues Rezept oder irgendwie sowas. Haben wir es auch schon weiter geschafft. Baue ihr eine Werkbank. Da kommt sie, da ist sie. Gehst du hin? Deine Werkbank ist fertig. Perfekt, aber ich fürchte, dass es das nicht genug ist. Die Verwandten meines toten Ehemanns bestehen auf den besten Grabstein, den ich herstellen kann. Gestern habe ich den abgeschlagenen Kopf meines lieben Pferdes Molly unter meiner Bettdecke gefunden. Im Ernst, was kann ich tun, um dir zu helfen? Ich brauche nur 5 gute Stallmeißel. Ah, jetzt. Bessere Grabsteine haben wir. Bessere Grabsteine 2 haben wir da auch schon gehabt, oder? Grabumrandung 4, Marmor Grabstein 3. Oh Gott, geil. Steinskulptur 3. Steinskulptur. Ja, okay, mit Technologien. Da haben wir halt einiges noch nicht. Ich meine, da kommen wir jetzt weiter, da lassen wir eingehen, okay. Wahrscheinlich werden wir jetzt 2 Rezepte kriegen, wir mal alles machen für die Dinger mal. Hier sind wir durch. Hier sind wir durch. Hier sind wir durch. Hier sind wir durch und hier sind wir komplett durch. Und hier sind wir am besten Weg. Hier meine ich. Mit ihr. Den letzten 2 kriegen wir wirklich für ihr noch. Das 5 Stahlmeißel waren es, gesagt, oder? 5 goldene, ja, tatsächlich, okay. Zu Hause, schauen wir kurz nach der Leiche. 5 goldene Stahlmeißel, die muss ich dann selber machen. Die machen wir noch, dann mache ich eine kurze Pause. Endlich der Papierkarl, der Typ, der alle Geheimnisse ans Licht bringt. Ich war immer sicher, dass du eines Tages anfängst, die Lebenden zu kleinen Stückchen zu schneiden. Ich hoffe, du warst clever genug, um sicherzustellen, dass es keine Zeugen gibt, als du gekidnappt hast. Er ist ein Vampir und ich werde ihn verhören. Kann ich jetzt bitte? Na klar, auch viel Spaß. Wo bin ich? Wer bist du? Ich unterschreibe alles, ich gestehe, was auch immer du willst, aber tu mir bitte nicht weh. Oder noch einfacher, als ich dachte. Das freut mich. Also, dann erzähl mir mal alles, was du über die Frau im schwarz-goldenen Mantel weißt. Ich werde nichts sagen. Wie bitte? Du kannst mich foltern, du kannst mich töten, aber von mir erfährst du kein Wort. Aber du hast doch gerade gesagt, Werther, tut mir echt leid, aber das kann man ja nicht anziehen. Dieses Blödsinn nennst du ein Verhör. Hör auf, dich wie ein Idiot zu benehmen und finde einen Profi. Ja, du hast wohl recht, ich bin mir sicher, dass Shepard mir gerne helfen wird. Okay, der hängt jetzt mal lustig rum. Leiche. Das habe ich gar nicht gekriegt. Kommt jetzt. Oder wir kriegen halt keine, weil er den Typen braucht hat. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Beratenrennen brauchen wir auch 2. Also aktuell müssen wir jetzt eigentlich nur Zeit vergehen lassen. Schlaf mal. Dann mache ich eine kurze Pause. Ich lasse ihn mal laufen, dann vergeht die Zeit ein bisschen, das passt da. Ich gebt mal 5
Paar Minuten auf jeden Fall. Ich muss mal was zum Essen machen kurz. Bin aber gleich wieder da. Ich lasse mal laufen nebenbei. Bis gleich. Danke euch. Gleich.
Entschuldigung. Wieder da, wieder da, wieder da. Ach Gott. Dankeschön fürs Warten. Dankeschön. Ach Gott. Die Toilette, schon was gegessen. Plastikfütter rauslassen. Passt. Das war fast ein bisschen anstrengend. Kleinen Moment bitte noch. Wird was jetzt los? Was ist da? Dave, danke dir. Ah. War jetzt kurzzeitig anstrengend, ja. Okay, es dauert doch länger. Ich hab's extra laufen lassen, okay. Mal gekauft. Seid ihr nebenbei am WoW Safe oder? Was macht sie aktuell? Ja, dachte ich mir schon. Du Thomas, denke ich mal. Bisschen leveln, alles klar. Hat er eine Sterne im Kopf dabei. Also ich kann die alle aufschalten. Das Ratnerin braucht 2, gell? Schade. Machen wir einfach mal ein Friedhofsfest, würde ich sagen. Okay. Mega nice. Erste Party. Aber Essen habe ich so keins hergerichtet. Wo muss ich das Essen hinmachen? Ihm geben vielleicht vorher? Denke mal. Das war schon ein paar. Ich glaube, das mit dem Fleiß. Man kann nicht, gell? Kultist, Juwelier, Weinmeister. Holzfällerprediger. Ah. Level dir auf irgendwas hin oder einfach, wie ist das bei WoW? Ganz am Anfang war es ja, glaube ich, so, dass du ein gewisses Level hattest, dann musst du ja quasi, glaube ich, dementsprechend lang spielen, dass du es halten kannst, einfach nur, oder dachte ich mir. Oder bist du da irgendwann Level 8500 irgendwas? Oder das immer wieder resettet durch bestimmte Events, sag ich jetzt einfach mal. Oh ja, da schaut's aus. Das heißt, kann man nur bis Level 60 rauf. Das war doch am Anfang auch, oder dachte ich mir. Das wird das dann wieder irgendein, ja, ich sag mal, irgendein Add-on wieder. 120 gab, okay. Wenn du Level 60 bist, dann kommt es auch drauf an, auf die Sachen quasi, die wo dann Special-Waffen, die droppen irgendwo, irgendein Boss oder bei einem Raid dann vielleicht wieder. Braucht man nicht. Ja, wenn du musst irgendwie immer stärker werden können, denke ich mal. Oder sind die Waffen und das ganze Zeug, und einfach kriegt die aus, also kriegt quasi dann nicht betroffen davon. Kommt es dann quasi, ja, also kriegt man da quasi dann besseres Zeug immer wieder oder also wirklich dicht bin. Guck mal den Mick, wie ist der Trick? Ruckelt's wieder? Kratzt?
Mit dabei? Test, Test, Test. Mit dabei? Hallo, hallo, hallo? Test, Test, Test. La 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 la. La 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 la. Ja, ich höre es gerade kratzt schon wieder. 1, 2, 3, jetzt besser. 1, 2, 3, jetzt besser. Kratzt immer noch, oder? 1, 2, 3, jetzt besser. Kratzt immer noch, oder? Ja, ohne Ende. Warte mal, das ist auch wahrscheinlich wieder OBS, denke ich mal. Warte mal. Test, Test, Test. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Test, 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 Test. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kratzt echt schon wieder, gell? Ach Gott. Test, 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 Test. Es tut mir echt leid, ich verstehe es nicht. Das liegt am OBS. Das Kratzen vom Mikrofon tatsächlich. Ich weiß nicht mal warum. Kann es irgendwo umschalten. Jetzt sind wir wieder da. Okay. Ich schmeiß mal kurz das Mikrofon komplett raus. Oder ist das wieder besser? Schaut anders aus. Kurz das Mikrofon komplett raus. Nein, es kratzt immer noch. Mein Gott, Moment mal. Test. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Kratzt halt immer noch, oder? Moment mal. Weiterbleiben. Test, Test, Test. Wo sind wir drauf? Da haben wir es. Moment. Das Mikrofon. Das ist Moment. Mit Yeti. Test, 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 Test. Ah, okay, das ist ziemlich leise wieder. Moment mal. Das ist viel zu leise, das Mikrofon. Mein